Das erste Licht war nicht das der Sonne, sondern ein sanftes, perlmuttfarbenes Grau, das sich langsam durch den engen Spalt der hölzernen Fensterläden drängte. Es malte einen schmalen Streifen über den gestampften Lehmboden der Kammer und traf schließlich das Gesicht des schlafenden Rufus. Er wachte nicht jäh, sondern tauchte langsam aus den Tiefen des Schlafs empor, angezogen von den vertrauten Geräuschen, die wie eine zweite Morgenröte die Stadt Rom weckten. Zuerst war es das ferne, metallische Klirren von Amphoren, die der Wasserhändler auf seinem Karren stapelte. Ein rhythmisches Geräusch, das den Beginn des Tages markierte. Dann, vom weiter unteren Hang des Kelias, das gedämpfte Rufen eines Markthändlers, der seine frühen Waren anpries, frische Milch vielleicht, oder noch warmes Brot aus der nächstlichen Backstube. Rufus lag still auf seinem einfachen Lektus, einem Holzgestell mit einem geflochtenen Netz aus Riemen, das eine dünne Matratze aus Wolle trug. Die Kühle der Nacht hing noch in der Luft, eine angenehme Frische, die durch die dicken Mauern der Insula gedrungen war. Er streckte sich, spürte den groben Stoff seiner Schlaftunika auf der Haut, dann den kühleren Luftzug auf seinen nackten Armen. Mit einer routinierten Bewegung schwang er die Beine über die Bettkante und ließ die Füße auf dem glatten, abgetretenen Boden stehen. Der Lehm fühlte sich fest und kühl an. Ein tiefer Atemzug füllte seine Lungen mit der Luft des römischen Morgens. Ein Gemisch aus dem erdigen Geruch der Gassen. Einem Hauch von Holzraus aus den Herdfeuern der Frühhausstär und der unvermeidlichen schwachen Not, die von den öffentlichen Latrinen herüberwehte. Ein Geruch so alltäglich wie das Pflaster unter den Füßen. Er stand auf und trat an das kleine Fenster, schob den hölzernen Riegel zur Seite und öffnete einen der Läden. Das Grau hatte sich bereits in ein blasses Gold verwandelt, das die Ziegeldecke der gegenüberliegenden Insulae in warmen Tönen färbte. Dazwischen sah er schmale Streifen des Himmels, der sich vom Tiefblau zu einem verheißungsvollen Hellblau aufhellte. Seine Wohnung in Seniculum lag im 3. Stockwerk des Mietshauses. Sie war klein, aber für einen alleinstehenden Kopisten mehr als ausreichend. Ein einziger Raum, der als Schlaf-, Wohn- und Arbeitsstätte diente. An der Wand gegenüber dem Bett stand sein bescheidenes Arbeitspult, darauf ein Holzständer mit mehrerem Stilli, ein Tintenhorn aus Tonn, ein Schleifstein für die Eisenspitzen der Schreibgriffel und eine Rolle groben Papyrus für Entwürfe. Ein Riegel darüber seine wertvollsten Besitztümer, mehreres sorgfältig verschnürte Buchrollen, Abschriften von Rechtsreden und Verträgen, die er in den letzten Monaten angefertigt hatte. Ein einfacher Holzschemel, ein kleiner tragbarer Ofen aus Terrakotta für die kälteren Monate und eine Amphore mit Frischwasser vervollständigten die Einrichtung. Sein erster Gang führte ihn zur Wasserschale in der Ecke. Er tauchte ein Handy ein, spritzte sich das kühle Nass ins Gesicht und rieb es über Nacken und Arme. Das Wasser weckte die letzten Reste der Schläfrigkeit. Allnas Naxis ging er zum kleinen Herd, einer einfachen Steinplatte mit einer Vertiefung für Holzkohle. Er entfachte keine Flamme für eine warme Mahlzeit, sondern bereitete sein Jentaculum zu.
das er mit einem Messer aufschnitt. Eine Scheibe des salzigen Schafskäses von der Märtyrer Basilika und einen Klecks Honig aus einem kleinen Tonkrug. Er aß stehend am Fenster, kaute langsam und beobachtete wie das Leben in. Da Gassi unter ihm zurückkehrte. Eine Frau mit einem Korb auf dem Kopf eilte vorüber, ihr Schatten lang und dünn auf dem Pflaster. Aus einer Taberna im Erdgeschoss drang der Geruch von geröstetem Dinkelbrei. Nach dem Essen wusch er seine Hände gründlich ab und trocknete sie in einem Leinentuch. Dann trat er vor die Nische in der Wand neben der Tür. Es war sein Lorarium, der Hausschrein. Ein einfaches Holzbrett, auf dem zwei kleine Tonfiguren standen, die Laris, die Schutzgeister des Heims, davor stand eine kleine Schale aus gebranntem Ton. Rufus nahm eine Prise Weihrauch aus einem ledernen Beutelchen, legte sie in die Schale und entzündete sie mit einer glimmenden Kohle vom Herd. Ein dünner, süßlicher Rauch stieg auf und verbreitete seinen beruhigenden Duft in den kleinen Raum. Er faltete nicht die Hände, sondern hielt sie mit nach oben geöffneten Handflächen in einer traditionellen Geste vor sich. Kein langem Gebet flüsterte er, nur ein paar stille Worte der Danksagung für eine ruhige Nacht und eine Bitte um Schutz für den kommenden Tag. Es war ein Ritual der Verbindung, eine Brücke zwischen seiner kleinen Privatsphäre und der großen, unsichtbaren Ordnung der Welt. Der Rauch kräuselte sich vor den lächelnden Gesichtern der Tonklaris und verlor sich dann in der Luft des Zimmers. Während der Wairo langsam verglomm, wanderten seine Gedanken bereits zu den Aufgaben des Tages. Heute musste er eine Abschrift für den Anwalt Gaius Fulcinius fertigstellen. Es handelte sich um das Testament eines verstorbenen Händlers aus dem Trans-Tiber-Viertel. Eine trockene, aber wichtige Angelegenheit mit zahlreichen Klauseln über Sklavenfreilassungen und Grundstücksverteilungen. Der Rufasson lag bereits auf seinem Pult, sorgfältig in seiner klaren, gleichmäßigen Buchschrift verfasst. Heute ging es um die Reinschrift auf den feinen Beigen, Papyrus, den Fulcinius geliefert hatte. Ein Fehler war nicht erlaubt. Ein Klecks, ein falsches Wort konnte die ganze Rolle unbrauchbar machen und ihn nicht nur den Lohn, sondern auch das Vertrauen des Anwalts kosten. Die Arbeiter förderte Geduld, einen ruhigen Puls und ein Auge, das nicht von der Monotonie der Zeilen ermüdet wurde. Doch Rufus empfand keine Last dabei. In der Wiederholung der Buchstaben, im Fluss der Tinte auf dem Papyrus, lag eine eigene Art von Zufriedenheit, eine stille Schöpfung. Er zog seine Alltagstunika an, ein einfaches hellbraunes Leinengewand, das bis zu den Kinn reichte. Über die Schulter legte er eine schmale Stoffbahn, die er unter dem Arm hindurchführte und auf der anderen Schulter mit einer bronzenen Fibel befestigte. Es war die praktische Tracht eines Mannes, der den Tag auf den Beinen und an einem Schreibpult verbringen würde. Seine Sandalen, robuste Sohle mit dicker Ledersohle, schnallte er sorgfältig fest. Er packte seine Schreibutensilien in einen einfachen Leinenbeutel. Zwei seiner schärfsten Stile, das Tintenhorn, einen Bimsstrain zum Glätten kleiner Fehler und ein sauberes Tuch für die Fingerspitzen. Die fertige, aber noch nicht überprüfte Abschrift des Testaments rollte er vorsichtig zusammen.
und verstaut sie in einer schmalen Röhre aus ausgehöhltem Schilfrohr zum Schutz. Ein letzter Blick ging durch den Raum, prüfend, ob alles in Ordnung war. Das Bett war grob aufgeschüttelt, das Fenster stand offen, den Tag hereinzulassen, und die letzte Spirale des Weihrauchs hatte sich aufgelöst. Die Leeres schienen zufrieden in ihrer Nische zu wachen. Rufus nahm seinen Beutel und die Schilfrohr, trat vor die schwere Holztür und schloss sie hinter sich mit einem hölzernen Riegel, den er mit einem kleinen, mitgeführten Schlüssel versperrte. Die enge dunkle Treppe aus grob, behauenem Taufstein führte ihn hinab in das Herz des erweckenden Raums, von der Stille seines Cenaculum in das sich langsam steigende Crescendo des Jagdlebens. Der Tag sein Tag hatte begonnen. Die Treppe hinab war ein Abstieg in ein anderes Element. Die kühle, fast stille Luft seines Cenaculum erwich mit jeder Stufe einer wärmeren, von Geräuschen und Gerüchen erfüllten Atmosphäre. Das gedämpfte Echo seiner Sandalen auf dem Taufstein verlor sich im aufsteigenden Gemurmel der Straße. Als Rufus die schwere Eingangstür als Eichenholz zur Seite schob und auf die Schwelle trat, wurde er von der vertrauten Welt seines Weges umfangen, einen gewundenen Gass, die den Kalius hinunter zum Tal führte. Das Morgenlicht fiel hier nicht frei, sondern wurde von den hoch aufragenden Fassaden der Insel gefiltert, geschnitten und in Streifen und Flecken auf das grobe Pflaster geworfen. Es war ein Spiel aus gleißendem Gold und tiefem, kühlem Indigo. Die Sonne stand noch tief, kroch gerade über die Dachverste und tauchte die obersten Stockwerke in warmes Licht. Während der Boden der Gasse noch in schattigem Blau lag, Rufus blieb einen Moment stehen, ließ den Blick schweifen und atmete tief ein. Der erste dominante Geruch war der von frisch gebackenem Brot, ein herzhaftes, warmes Aroma, das wie eine unsichtbare Hand aus der nahen Pistrine winkte. Durch den offenen Laden des Bäckers sah er den rötlichen Schein des Backofens, die geschäftigen Silhouetten der Gesellen, die mit langen Holzschöfen Läbi herausholten, die dampfend und knusprig auf hölzernen Tischen abgelegt wurden. Er schlug seinen gewohnten Weg an die linke Seite der Gasse, hinunter wo der Schatten am längsten anhielt. Unter seinen Sohlen fühlte sich das Pflaster an, eine Mischung aus großen, abgenutzten Basaltblöcken und kleineren, nachgebesserten Stellen aus Kies und Mörtel. Aus den Rinnen in der Mitte floss träge das Abwasser des Morgens, ein silbriger Faden der Blätter, abgefallen Blüten und andere unsichtbare Reste des städtischen Lebens mit sich führte, an einer Stelle, wo das Licht einen breiteren Streifen auf den Boden malte, hatte eine Gruppe von Kindern ein Spiel mit Nüssen begonnen. Sie knieten auf dem Stein, ihre kleinen schmutzigen Hände warfen die glatten Kerne mit konzentrierter Hingabe, ihr aufgeregtes Geplapper und das trockene Klackern der Nüsse, ein fröhliches, unbeschwertes Geräusch in der geschäftigen Umgebung. Neben der Bäckerei befand sich eine Fullernocke, eine Walkerei. Auch hier stand die Tür weit offen, und Rufus warf beim Vorbeigehen einen Blick in das dampfende, geschäftige Innere. Der Geruch hier war scharf und chemisch, nach Urin und alkalischer Asche, die zum Reinigen und Walken der Wolle verwendet wurden.
In großen steinernen Bottichen stampften Männer, ihre Tuniken bis zu den Hüften hochgekrempelt, mit den bloßen Füßen auf die nassen Stoffbahnen, ein rhythmisches, platschendes Geräusch, und Seilen darüber hingen weiße Togen und Tuniken zum Trocknen, wie geisterhafte Banner in der feuchten Luft. Ein Arbeiter, dessen Arme bis zu den Ellbogen rot von der Farbe waren, nickte Rufus müde zu, ein Zeichen wiederholter, flüchtiger Bekanntschaft. Weiter die Gasse hinunter wurde das Leben dichter. Die Hausfassaden wichen kleinen Ladenschaltern und offenen Verkaufsnischen. Vor einem Gemüsestand aus groben Holzplanken herrschte lebhaftes Treiben. Die Händlerin, eine kräftige Frau mit einem Kopftuch aus groben Leinen, hatte ihre wahre kunstvolle Rangier, blassgrüne Kohlköpfe, knollige Rüben, Bündel vom Lauf und duftende Kräuter. Vor ihr stand nun eine Kundin, eine Matronin einer etwas feineren Stohle, und feilschte mit erhobenem Zeigefinger und eine Stimme, die scharf wie ein Messer klang. 2 Asses für diesen welken Lauch, bei vulkanisch Schmiede, das ist Raub, da Eventin geben für einen halben, als entwerfen noch eine Handvoll Münze dazu. Die Händlerin verschränkte die Arme, schüttelte den Kopf und tat einen melodramatischen Seufzer, ein Schauspiel, das täglich aufgeführt wurde und dessen Ausgang dennoch jedes Mal in der Schwebe blieb. Rufus ging lächelnd vorbei. Der Austausch war so vertraut wie das Plätschern des Brunnens in der Ecke. Dieser Brunnen, eine einfache Steinschale, in die Wasser aus einer bleiernen Röhre floss, war ein weiterer Knotenpunkt des Viertels. Eine junge Sklavin füllte Swolvier. Schwammkrüge, ihr Gesicht angespannt unter der Last. Ein alter Mann mit einem zitternden Hund an seiner Seite trank gierig aus seinen hohlen Händen. Das Wasser plätscherte, klar und kühl, ein stetes, beruhigendes Geräusch über dem Grundrauschen der Gasse. Über allem lag der Duft des Morgens, ein komplexes Bouquet. Der süße Brotgeruch vermischte sich mit der erdigen Note des Gemüses, dem scharfen Hauch der Walkerei, dem fernen Rauch von Herdfeuern und dem immer präsenten, aber an diesem Morgen nicht unangenehmen Unterton von Mensch und Tier. Rufus Jenners diese vertraute Routine zutiefst. Hier in dieser engen Schlucht aus Stein und Leden, wo er kein isolierter Körper ist, sondern ein Teil des Organismus Römen. Jedes Geräusch, jeder Geruch, jede flüchtige Begegnung bestätigte die Ordnung der Dinge. Es war eine Geschäftigkeit, die nicht überwältigend, sondern einhüllend war, erkannte die Gesichter, wenn auch nicht die Namen, den Bäcker mit der Mehlspur auf der Wange, den alten Mann am Brunnen, den Jungen, der jeden Morgen mit einem Korb voll frischer Eier vom Land kam. Sie waren die Kulisse seines Lebens, und er war ein Teil der ihren. Sein Schritt war gleichmäßig, nicht eilig. Der Beutel mit den Schreibutensilien schwang leicht an seiner Seite. Die Schilfröhre mit der Schriftrolle sicher in seiner Hand. Irrwitch-Damming las den Träger aus, der unter der gebogenen Last eines riesigen Bündels mit Stoffbollen keuchte, und nickte einem Nachbarn zu, der sein Ladenschild an hölzernen Schuh vor seiner Werkstatt aufhängte. Aus einer offenen Taverne drang der Geruch von gekochten Kichererbsen und Knoblauch
ein verheißungsvoller Vorgeschmack auf das Mittagessen, das noch Stunden entfernt war. Die Gasse machte eine leichte Biegung und das Licht veränderte sich. Die Schatten wurden kürzer, die goldenen Flecken breiteten sich aus und vereinten sich zu einem helleren Pfad. Vor ihm öffnete sich der Weges zu einem kleinen, unregelmäßigen Platz, wo mehrere Gassen zusammenliefen. Hier wurde es Treiben noch lebendiger. Ein Schreiner hämmerte vor seiner Werkstatt. Der scharfe Klang des Metals auf Holz schnitt durch die Luft. Ein Barbier hatte seinen Klienten auf einem Schimmel im Freien platziert und führte das Rasiermesser mit ruhiger Hand und über allem, aus einer offenen Tür im Obergeschoss, erklang das monoton singende Wiederholen eines Schulmeisters, der seinen Schülern die lateinischen Konjugationen einbläute. Ammo, amas, ama. Die jungen Stimmen antworteten im Chor, ein surrendes Geräusch wie das von Bienen. Rufus durchquerte den Platz, ein stiller Beobachter in der fließenden Szene. Die Stimmung war wach, geschäftig, aber von einer ruhigen Gewissheit getragen. Es war das Geräusch einer Stadt, die zur Rage einer Stadt, die zur Arbeit aufbrach, nicht zum Krieg oder zum Spektakel. Es war das Geräusch seines Alltags, und in diesem Moment, im warmen Morgenlicht, im Duft nach Brot und dem vertrauten Geplänkel der Händler, fand Rufus eine tiefe, unspektakuläre Zufriedenheit. Der Weg zum Forum und zur Arbeit des Tages lag noch vor ihm, aber dieser Gang durch die Gassen war kein bloßer Transit, es war eine Bestätigung, ein tägliches Ritual der Zugehörigkeit, das ihn auf sanfte Weise für die stille, einsame Arbeit an seinem Pult stärkte. Jeder Schritt festigte ihn in der Gewissheit, dass eine kleine, geordnete Welt intakt war und ihn erwartete. Der kleine Platz mit dem sammelnden Schulchor lag hinter ihm, als Rufus in eine etwas breite Straße einbog. Hier war der Himmel wieder sichtbar, ein schmaler Streifen kobaltblau zwischen den Dachkanten. Das unvermittelte Freiheitsgefühl des offeneren Raums wurde jedoch sofort von einer neuen, dichten Geruchswolke ausgefüllt. Es war ein feuchter, warmer Tanz, vermischt mit dem Duft von Olivenöl und preiswertem Parfüm, das unverkennbare Aroma eines öffentlichen Ballnum. Das Badehaus lag Sürechten, seine Fassade schmucklos bis auf ein einfaches Mosaik. Über dem Eingang, das Neptun mit seinem Dreizack zeigte, die Hälsetürme zu, stand halb offen, und aus dem Inneren drang ein vielstimmiges Gemurmel, unterlegt vom steten, hallenden Plätschern von Wasser, Rufus verlangsamten Plätschern von Wasser, Rufus verlangsamten Plätschern. Durch den Schleier aus aufsteigendem Dampf sah er verschwommene Gestalten, Männer, die sich auf steinernen Bänken auszogen, andere, die mit nackten, glänzenden Schultern aus dem Tepidarium traten. Das Gesprächsgemurmel war ein beruhigendes. Bassgrundroschen, aus dem sich gelegentlich ein lautes Lachen oder der energische Ruf nach einem Umkte löst. Sein Mann, mittleren Alters, sein Gesicht gerötet von der Hitze, trat heraus, um an der frischen Luft zu schnaufen. Wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn und nickte Rufus gleichgültig zu, als gehörte das kurze Verweilen in der Türschwelle zu einem gemeinsamen,
unausgesprochenen Ritual. Der Kopist lächelte schwach und ging weiter. Die besuchte Firmen war für ihn ein Abendritual, eine Belohnung nach getaner Arbeit. Dieses morgendliche Ballnum war der Domain derjenigen, deren Tag später begann oder die ein besonderes Bedürfnis nach Reinigung hatten. Hafenarbeiter vielleicht oder nächtliche Reveller, die den Dunst des vergangenen Abends abwaschen wollten. Das Plätschern verfolgte ihn noch ein paar Schritte, ein akustisches Band, das sich dann im zunehmenden Straßenlärm auflöste. Die breite Straße, die er nun betrat, war eine der radialen Adern, die zum Forum hinunterführten. Der Charakter des Viertels veränderte sich merklich. Die engen, intimen Witchi-Wischen, eine Geruderen vom Karrenspuren durchforschten Piste. Die Gebäude waren hier größer, ihre unteren Geschosse oft mit Arkaden versehen, unter denen sich anspruchsvollere Läden befanden. Ein Schmied, dessen Ambossglocken in regelmäßigen Intervallen ertönten, eine Werkstatt für bronzene Haushaltswaren, in der das Polieren von Schüsseln ein sanftes, scheuendes Geräusch erzeugte. Der Verkehr war lebhafter. Ein Karren, hoch beladen, mit Fässern, die nach Fischsoße rochen, rumpelte vorbei, angetrieben. Von einem mürrischen Esel, dessen Treiber unablässig flüsterte. Rufus musste an den Renntritten an der Gruppe von Sklaven Platz zu machen, die unter der Aufsicht eines verantwortlich. Drinblickenden Willekes, schweres Säck von einem Lagerhaus zum nächsten trugen. Und dann, fast lautlos, glitt etwas Besonderes durch das Gewühl. Eine sanfte, getragen von 4 kräftigen Trägern in Einfachen, aber sauberen Tuniken, die Vorhänge aus feinem blassgelbem Leinen, waren zugezogen, verbargen den Insassen vor den Blicken der Gasse. Die Träger bewegten sich in einem perfekt synchronisierten, gleitenden Trott, ihre Muskeln unter der Last angespannt, ihre Gesichter ausdruckslos vor Concentration. Die Sänfte waren Zeichen von Reichtum und Abschottung. Ein mobiler privater Raum, der sich durch die öffentliche Sphäre bewegte. Die Menschen auf der Straße machten automatisch Platz, nicht ehrfürchtig, sondern mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und flüchtiger Neugier. Rufus beobachtete, wie die Sanfte um eine Ecke bog und verschwand, ein Fremdkörper der Exklusivität im geschäftigen, demokratischen Treiben des Morgens. Er dachte an das Testament in seiner Schilfröhre, an die komplizierten Klauseln über Erbschaften, die vielleicht für einen Mann bestimmt waren, der in einer solchen Sänfte reiste. Es war eine Welt, die er nur aus Tinte und Papyrus kannte. Seine Gedanken wurden jäh unterbrochen. Du, ja, du. Der Gelehrte mit der Schriftrolle. Die Stimme war schrill, eindringlich und kam von einem kleinen, aufgedunsen aussehenden Mann, der unter der Arkade eines Gemischt-Weinladens postiert war, wo ihm auf einem ausgebreiteten Tuch lag ein schillerndes Array von Amuletten und Talismanen. Es gab Bulle aus Blei, kleine gefäßförmige Anhänger, die böse Blicke abwehren sollten, winzige Phallus-Symbole aus Bronzes, sorgfältig geschnitzte Hände mit ausgestrecktem Sieg und kleinem Finger zur Abwehr des Faszinum und eine Vielzahl bunter Glasbullen.
der Verkäufer. Selbst trug mindestens ein Dutzend dieser Objekte um den Hals, ein klirrendes, glitzerndes Panzerhemd des Aberglaubens. Seine Augen, klein und unruhig, hatten Rufus mit der unfehlbaren Instinkt eines Raubvogels erfasst. »Ich sehe es in deiner Stirn, junger Freund«, rief der Mann, und machte eine umfassende Geste. Eine Wolke der Sorge. Die Geschäfte des Geistes sind mühsam, sie lassen die Seele ungeschützt. Die Geister der Missgunst lieben einen denkenden Mann wie du. Er griff blitzschnell nach einem besonders hässlichen Amulett aus rot bemaltem Ton, das eine Art groteske Fratze darstellte, speziell für Schreiber und Buchhalter. Schützt vor Verwirrung der Zahlen und vor Tintenflecken, die aus dem Nichts erscheinen. Ein Schnäppchen für nur 2 Asses. Rufus versuchte, höflich abzuwinken und seinen Weg fortzusetzen. Danke, nein. Mein Lorarium bietet ausreichend Schutz. Der Verkäufer ließ nicht locker. Er trat einen Schritt vor, sein Amulettpanzer klirrte leise. Ah, die Lares, respektabel. Ja, für das zu Hause. Aber was ist unterwegs? Auf diesen Straßen lauern Gefahren, die deine Hausgötter nicht sehen. Ein böser Blick von einem neidischen Konkurrenten. Ein Stöß über einen lockeren Pflasterstein, der von einem bösen Lämmer gelockert wurde. Er senkte seine Stimme zu einem dramatischen Flüstern. Letzte Woche erst, ein Schreiber wie du, brav seinen Weg gehend, plötzlich ein heftiges Niesen. Sein Schriftroll fiel in eine Pfütze. Völlig ruiniert. Hätte er meinen Talisman hergetragen? Er schüttelte den Kopf mit falschem Bedauern. Rufus unterdrückte ein Lächeln. Die Vorstellung, dass ein dämonisches Wesen nichts Besseres zu tun habe, als absurd und doch irgendwie charmant römisch. Sein Pech. Tut mir leid, sagte er trocken und machte einen entschlossenen Schritt zur Seite. Aber ich muss zum Forum. Die Pflasterstein und ich, wir verstehen uns gut. Der Mann seufzte übertrieben, als ob er eine große Chance für Rufus' Wohlergehen verstreichen sähe. Wie du willst. Aber wenn die Tinte heute verschmiert, denken mich, ich bin jeden Morgen hier, rief er Rufus nach, der sich bereits mit beschleunigten Schritten entfernte. Das kurze Humorvolle Aufeinandertreffen hinterließ ein leichtes Kribbeln der Belustigung in ihm. Rom war voll von solchen Figuren, kleinen Unternehmen des Aberglaubens, die die unsichtbaren Ängste der Stadt in klingende Münze verwandelten. Die Straße begann dann sanft anzusteigen. Die Geschäftigkeit um ihn herum nahm eine andere Qualität an, wurde geschäftiger, zielstrebiger. Die Gerüche veränderten sich erneut. Weniger häusliches Kochen, mehr der Geruch von Stein, Staub und einer großen Menschenansammlung. Und dann zwischen den Gebäudefluchten tauchte sie auf, die monumentale Treppe, die zum Forum Romanum hinaufführte. Sie war nicht die einzige Zugangsrampe, aber für Rufus die gewohnte. Breitstufen aus cremefarbenem Travertin, bereits abgetreten und glatt poliert von unzähligen Generationen von Sandalen, Bürgern, Sklaven und Besuchern führten hinauf zu einer Ebene, die von Säulen und Giebeln gekrönt wurde. Rufus blieb am Fuß der Treppe stehen. Hier, an dieser Schwelle,
endete die Welt der engen Gossen und begann das Herz des Reiches. Ein leichter Windzug, der den Hang hinunterstrich, trug das viel stimmiger, entfernte Rauschen des Forums zu ihm herab. Ein tiefes, kontinuierliches Brausen wie das eines fernen Meeres erließ den Blick die Stufen hinaufgleiten, über die sich bereits ein steter Strom von Menschen bewegte. Dann hob die Augen zur Silhouette, die sich gegen den jetzt trailend blauen Morgenhimmel abzeichnete. Die waren die geschwungenen Bögen der Basilica Aemilia, das strenge Giebeldreieck des Tempels des Saturn, die schlanken Säulen des Tempels der Vesta, vertraute Formen, die im flachen Winkel des Morgenlichts scharf und klar erschienen. Das Gold der Sonne traf die Marmorfronten und ließ sie in einem warmen, honigfarbenen Toning aufleuchten, während die dahinterliegenden Bereiche in tiefem, kühlem Schatten lagen. Es war eine imposante, erdrückende Ansammlung von Macht und Geschichte, und doch für Rufus war sie vor allem vertraut. Dies war sein Arbeitsplatz. In dieser steilen Pracht vollzog sich nicht nur die hohe Politik, sondern auch das bescheidene Handwerk des Abschreibens, des Notierens, des Bewahrens der kleinen Verträge und Testamente, aus denen das Alltagsleben des Reiches bestand. Für einen langen Moment stand er einfach da, die Schilfrohr fest in der Hand, den Leinenbeutel über der Schulter, und ließ die Szene auf sich wirken. Die Müdigkeit des Aufstiegs, die Aufdringlichkeit des Amulettverkäufers, das gemütliche Plätschern des Bades, alles fiel von ihm ab. Heuer an der Schwell war nur noch die stille Erwartung der Arbeit, die klare Linie der Buchstaben, die auf dem Papyrus vor ihm lag, und das beruhigende Bewusstsein, einen Platz in diesem gewaltigen, ewigen Rhythmus zu haben. Mit einem tiefen, zufriedenen Atemzug setzte er seinen Fuß auf die erste Stufe der Travertintreppe und begann den Aufstieg in den Tag. Der Aufstieg über die breiten Travertinstufen war ein Übergang in eine andere Schicht der Stadt. Das vertraute, eingekesselte Gefühl der Gassenwitch, einer weiten, von Himmel überwölbten Öffnung. Mit jedem Schritt verstärkte sich das Geräusch, kein einzelnes Rauschen mehr, sondern ein komplexes Gewebe aus Stimmen, Schritten und dem gelegentlichen metallischen Aufschlag. Oben angekommen, blieb Rufus für einen Atemzug auf der letzten Stufe stehen und ließ den Blick über das Forum Romanum schweifen. Die monumentale Architektur, die von unten so erhaben und einheitlich gewirkt hatte, löste sich nun in ein lebendiges, etwas chaotisches Panorama auf. Die Sonne, jetzt höher im Himmel, warf scharf Schatten von den Säulenhallen und überflutete die offenen Plätze mit gleißendem Licht. Die Luft hier roch anders, weniger nach Brot oder Rauch, mehr nach Staub, warmem Stein, dem süßlichen Duft von gebrannten Opfergaben, der vom nahen Tempel der Vesta herüberwehte, und den durchdringenden Geruch von Schweiß und gedrängten Menschenmassen. Doch dies war kein Tag für große politische Versammlungen oder Triumphzüge. Es war ein Werktag, und das Forum pulsierte mit dem geschäftigen, profanen Herzschlag des Alltags. Rufus tauchte ein in den Strom. Er überquerte den heiligen Weg, den Via Sacra, und which einem Priester in weißer Togeros, der mit würdevoller Eile unterwegs war.
Zu seiner Linken erhob sich die hohe Fassade der Basilika Emilia, ihre marmorverkleidete Front ein Schachbrett aus Schatten und Licht, doch sein Ziel lag auf der anderen Seite in der schattigen Säulenhalle der Basilika Julia. Wie wir dorthin gelangte, musste das offene Zentrum des Forums durchkehren ein bienenstockstiller, konzentrierte Aktivität. Überall sah man Männer wie ihn, Männer der Schrift, an kleinen, tragbaren Holztischen, die direkt auf dem Pflaster standen oder auf einfachen Schieneln in den schattigen Nischen der Tempelpodien saßen Schreiber mit gesenkten Köpfen. Vor ihnen lagen geöffnete Buchrollen, Wachstäfel, Schorlen oder leere Papyrusblätter. Das Kratzen ihrer Time-Stille auf Wachs war ein leises, beständiges Raschel wie das von Käfern im Laub. Einige diktierten, flüsternden Sklaven, die mit gekrümmten Rücken eifrig notierten. Andere korrigierten mit angespitzten Lippen bereits Geschriebenes, ihre Finger vorsichtig getappt, keinen Fleck zu hinterlassen. Es war eine ganze Kolonie von Gelehrsamkeit unter freiem Himmel, jeder in seine eigene kleine Welt aus Worten vertieft. Dazwischen bewegten sich andere Berufsstände mit entschlossener Miene. Anwälte, erkennbar an den Rändern ihrer etwas besseren Togen, standen in kleinen, dichten Gruppen mit ihren Klienten. Sie flüsterten mit gedämpfter, intensiver Stimme, ihre Hände formten unsichtbare Argumente in der Luft. Ein Klient, ein älterer Mann mit sorgenvollen Augen, krollte sich in den Stoff seines Umhangs, während der Anwalt ihn mit ruhiger, überzeugender Geste triadete. Ein paar Schritte weiter musterte ein Argentarius, ein Geldwechsler, der an einem stabileren Tisch mit einer kleinen Bronzevage arbeitete, eine Handvoll Denare, dreht jede Münze im Licht, prüfte das Profil des Kaisers, rieb den Rand mit dem Daumen, sein Gesicht eine Maske konzentrierter Skepsis. Das leise Klirren der Metalle war ein kühles, geschäftliches Geräusch in der warmen Luft. Rufus ging weiter. Sein Blick schweifte über die Standbilder und Rednerbühnen, die heute nur stumme Kulisse waren. Vor dem Rostra der Rednertribüne spielten Kinder ein Versteckspiel zwischen den steinernen Schiffsschneebällen. Ein paar Touristen aus den Provinzen, erkennbar in ihren ungewöhnlichen Mänteln, standen mit erhobenen Köpfen da und ließen sich von einem Sklavenführer die Geschichte des Ortes erklären, ihre Blicke voll ehrfürtiger Verwirrung. Das eigentliche Drama spielte sich jedoch in diesen kleinen, stillen Interaktionen ab, im geflüsterten Retrat, in gewogenen Sestes, in sorgfältig gesetzten Buchstaben. Endlich erreichte er die kühle, dämmerige Halle der Basilika Julia. Die hohe gelbe Decke fing das Geräusch ein und verwandelte es in ein sanftes, hallendes Summen. Hier waren die Schreibtische dauerhafter, einfache steinerne Platten, die entlang der Wände angebracht waren. Rufus' gewohnter Platz war in einer Ecke, wo das Licht einer großen Bogenöffnung fiel, aber nicht blendete. Ein älterer Kopist namens Lucius, der bereits über seine Arbeit gebeugt war, nickte ihm wortlos zu, ein Zeichen kollegialer Anerkennung. Rufus stellte seinen Leinenbeutel ab und zog vorsichtig die Schilfrohr hervor. Er breitete
Ein sauberes Stückleinen auf der Steinplatte aus, den kostbaren Papyrus vor Kratzen zu schützen. Dann holte er seine heraus, das Tintenhorn aus gebranntem Ton, den Bimsstein, das Tuch und zwei seiner schärfsten Steli. Die Eisenspitzen glänzten im diffusen Licht. Juliet entrollte mit äußerster Sorgfalt das Dokument, die Rollfassung des Testaments auf grobem Papyrus, und legte daneben die makellose, cremefarbene Rolle feinen Papyrus, die für die Reinschrift bestimmt war. Ein kleiner Flatscherstein diente als Beschwerer für die oberen Ecken. Nun begann die eigentliche Arbeit. Rufus tauchte die Spitze des Steinstielers in das Tintenhorn. Die Tinte, eine Mischung aus Ruß, Gummiarabicum und Wasser, war von tiefem, samtigem Schwarz. Er ließ den überschüssigen Tropfen vorsichtig in der Kante des Horns abstreifen. Dann setzte er die Spitze auf den Beginn der ersten Zeile des feinen Papyrus. In diesem Moment schrumpfte die gewaltige Welt des Forums auf die winzige Spitze seines Schreibgriffels zusammen. Das Summen der Halle, das entfernte Rufen von Händlern, das gelegentliche Lachen, alles trat in den Hintergrund. Was zählte, war das Gefühl des Papyrus unter seiner linken Hand, leicht rau und doch nachgiebig. Der Schaf, like säuerliche Gerstinte, stieg in seine Nase. Ein Duft von Concentration und Precision. Und dann war da das Geräusch. Das leise, kratzende Schaben der Metallspitze, die Fasern des Papyrus färbte, als er den ersten Buchstaben formte. Ein großes, elegantes T für Titus. Seine Hand bewegte sich mit ruhiger, geübter Sicherheit. Jeder Buchstabe musste klar und gleichmäßig sein, die Abstände konsistent, die Zeilen kerzendig gerade. Es gab keine Eile, nur einen stetigen, meditativen Rhythmus. Atmen, schreiben, atmen, sein ganzer Körper war auf diese eine Aufgabe konzentriert. Die Muskeln in seinem Unterarm spannten sich leicht an. Seine Finger hielten den Stilles mit festem, aber nicht verkrampftem Griff. Die Welt außerhalb existierte nur als Sinneseindruck. Der kühle Luftzug, der durch die Halle strich, der warme Stein unter seinen Ellbogen, das gelegentliche Vorbeigehen einer Sandale auf dem Marmorboden, Stande Hamstande. Verging in dieser stillen Beschäftigung. Die Sonne wanderte und der Lichtstreifen auf seinem Pult verlagerte sich, wurde intensiver und dann wieder weicher. Rufus korrigierte sich nie. Wenn sein Geist einen Moment lang abschweifte, hielt seine Hand instinktiv inne. Der Stylus erhob sich knapp über dem Papyrus, bis die Concentration zurückkehrte. Er kapierte die trockenen juristischen Formen, die Aufzählungen von Besitztümern. Ein Stadthaus in der dritten Region, 7 Slaven, namentlich aufgeführt, ein Anteil an einem Olivenhain in Apulien. In diesen Worten spiegelte sich ein ganzes Leben, reduziert auf Besitz und Verfügung. Rufus war der stille Vermittler, der diese Ordnung in dauerhafte Form goss. Gelegentlich sah er auf, seine Augen zu entspannen, und betrachtete das Treiben ihn herum. Ein junger Lehrling brachte einem anderen Schreiber eine neue Rolle bei Chris. 2 Anwälte verließen mit ihren Aktenmappen. Die Halle
Ihr Gespräch wurde von den hohen Wänden aufgefangen und unverständlich. Ein Wasserverkäufer mit einem Schlauch als Ziegenhalt und einem Krug bot seine Ware leise an. Rufus nahm einen Schluck, bezahlte mit einem kleinen Kupferross und kehrte zu seiner Arbeit zurück. Das Wasser war lauwarm und schmeckte nach Stein, aber es löschte den Durst. Die physische Präsenz der Schriftrolle unter seinen Händen war ein ständiger Trost. Dies war etwas Greifbares, Dauerhaftes. Seine Arbeit würde in einem Holzkästchen verwahrt, vielleicht Jahrzehnte überdauern, während die geflüsterten Beratung der Anwälte und das Gewicht der Münzen nur flüchtige Momente waren. In der Disziplin der Buchstaben lag eine Art von Reinheit, eine kleine, perfekte Ordnung, die er erschaffen und kontrollieren konnte. Das Kratzen seines Stilles war sein Beitrag zum großen Summen des Forums, ein winziger, aber wesentlicher Ton im Chor der Stadt. Die Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht und stand nun als eine gleißende, weiße Scheibe im wolkenlosen Himmel über Rom. Ihr Licht prallte gnadenlos von den Marmorflächen des Forums ab, verwandelte den offenen Platz in eine flirrende, heiße Schale und trieb die Schatten auf ein schmales, scharfkantiges Minimum unter den Säulengängen zusammen. Das morgendliche, geschäftige Sommer hatte sich zu einem trägeren, von Hitze gedämpften Drohnen gewandelt. Rufus spürte die Wärme, die sich in den Falten seiner Tunika gesammelt hatte, und einen feinen Film von Schweiß auf seiner Stirn, der warm konzentrierten Bücken über der Schriftrolle herrührte. Als der letzte sorgfältig gesetzte Buchstabe einer langen Klausel über die Verteilung von Weinem vorn getrocknet war, legte er den Stylus beiseite, streckte die Finger, die leicht verkrampft waren, und atmete tief durch. Der Vormittag war vorüber, und sein Magen erinnerte ihn mit einem leisen Krünnern an die Mittagspause. Er rollte die feine Papyrusrolle vorsichtig zusammen und verwahrte sie zusammen mit der Rollfassung wieder in der schützenden Schilfröhre. Sein Utensilien packte in den Leinenbeutel. Der ältere Kopist Lucius neben ihm hatte bereits aufgehört zu arbeiten, kaute schweigend auf einem Stück Brot und starrte mit glasigen Augen in die gleißende Mittagssonne. Rufus nahm seine Habseligkeiten und verließ die kühle Halle der Basilika Julia, trat hinaus in die überwältigende Helligkeit Juliakeit des Forums. Die Szene hatte sich verändert. Wille der Schreiber an ihren tragbaren Tischen waren verschwunden, ebenso ein Großteil der flüsternden Anwälte und ihrer Klienten. Die Geschäftigkeit hatte einer ausgedehnten, hitzebedingten Lethargie Platz gemacht. Menschen suchten Schatten, wo immer sie ihn finden konnten. Rufus schlenderte zu den breiten Stufen der Basilika Julia selbst, die im Hochsommer zu dieser Stufe im Schatten ihrer eigenen mächtigen Vorhalle lagen. Er fand den 1950 Suburbia, er fand eine freie Stelle auf dem kühlen Travertin, ließ sich nieder und stellte Beutel und Röhre neben sich. Aus einer kleinen Tasche an seinem Gürtel holte er sein Prandium, das einfache Mittagessen, das er jeden Morgen einpackte. Ein hartes, kompaktes Brotfladen, eine Handvoll schwarzer Oliven in einem Blatt eingewickelt und ein paar getrocknete, klebrige Feigen. Es war keine üppige Mahlzeit, aber nahrhaft und praktisch. Er brach ein Stück vom Brot ab,
Kote langsen und ließ den Blick über das Forum schweifen, das nun eine andere Art von Leiden offenbarte. Ohne die dringende Geschäftigkeit des Vormittags trat das Schauspiel des Alltags in den Vordergrund. Sklaven eilten mit Botschaften oder kleinen Paketen zwischen den Monumenten hindurch. Ein paar müde aussehende Visuals lehnten im Schatten des Saturn-Tempels und beobachteten mit halbgeschlossenen Augen das Treiben. Doch eine Gruppe stach besonders hervor. Eine Ansammlung von etwa einem Dutzend Männern und Frauen, gekleidet in den groben, oft ungewöhnlich geschnittenen Mänteln und Tuniken der Provinz. Peregrini, Besucher aus fernen Teilen des Reiches, vielleicht aus Gallien oder Griechenland, ihre Gesichter von Staub und Neugier gezeichnet. Sie standen halb im Kreis um einen einzelnen Mann, der auf einem kleinen, umgedrehten Holzkistchen stand. Dieser Mann war ein Time Circulator, ein öffentlicher Geschichtenerzähler und Unterhalter. Er war schlaksig, trug eine abgetragene, aber auffällig rote Tunika und gestikulierte mit großen, theatralischen Bewegungen. Seine Stimme, ein durchdringendes Bariton, trug über den Platz, auch wenn Rufus die einzelnen Worte nicht verstehen konnte. Doch die Gäste sprachen Bände. Der Erzähler schlug sich mit der flachen Hand gegen die Brust. Heldentum zu demonstrieren, deutete mit zitterndem Finger auf einen imaginären Feind und breitete dann die Arme weit aus, als umfasse er die ganze große Roms. Die Gesichter der Times Peregrini waren ihm zugewandt, fasziniert, manche mit offenem Mund. Rufus lächelte in sich hinein, während er eine Olive entsteinte. Er kannte das Repertoire dieser Männer. Sie erzählten nicht die nüchternen, komplexen Geschichten der Historiker, sondern die übertriebenen, glanzvollen Märchen, die das Einfache, Volk und die neugierigen Auswärtigen liebten. In diesem Moment schien der Circulator von Horatius Cocles zu handeln, der allein die Brücke gegen die ganze etruskische Armee verteidigt hatte. Der Erzähler hüpfte auf seinem Kistchen, stellte den heldenhaften Sprung in den Tiber nach, die Arme rudernd, das Gesicht zu einer Grimasse der Entschlossenheit verzerrt. Die Touristen stießen bewundernde Laute aus. Rufus wusste, dass die wahre Geschichte, sofern es sie gab, sicherlich weniger spektakulär und viel schlammiger gewesen war. Doch der Zauber lag in der Ausschmückung, in der Verwandlung von Geschichte in reine, packende Unterhaltung. Es war ein Handwerk nicht anders als seines, nur dass der Circulator mit Gästen und Lauten malte, statt mit Tinte, während er seine letzte Feige verzehrte, näherte sich ihm eine vertraute Gestalt. Es war Marcus, ein Kopist, der meist für die Priester des Vesta-Tempels arbeitete, ein Mann mit einem freundlichen, von feinen Linien durchzogenen Gesicht und eine Vorliebe für trivialen Klatsch. Er ließ sich seufzend auf die Stufe neben Rufus sinken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Bei Ceres, diese Hitze lässt die Tinte auf dem Papyrus kochen, stöhnte Marcus, dann grub er in seiner eigenen Tasche nach einem Apfel. Hast du deine neueste Geschichte gehört? Rufus, der wusste, dass Widerstand zwecklos war, schüttelte den Kopf und bereitete sich auf etwas Belangloses vor. Marcus beugte sich vor, seine Stimme zu einem anvertrauenden Flüstern gesenkt,
obwohl niemand in Hörweite war, der interessiert schien. Es betrifft den Senator Gallus, nicht die politischen Manöver, nein, etwas viel Wichtigeres. Machte eine dramatische Pause, bis in seinen Apfel und kaute genüsslich, bevor fortfuhr. Glauben, Rufus Waterty, ein leichtes Amusement in seinen Augen. Es ist kein Hund aus Melita, kein Papagei aus Indien, fuhr Marcus fort. Nein, hat sich einen Kreinix zugelegt. Einen lebendigen, wohl ausgewachsenen Kranich, hält ihn in seinem Times gebaut, in einem eigens gebauten Gehege mit einem kleinen Teig. Der Vogel, heißt es, folgt dem Senator auf Schritt und Tritt, sobald zu Hause ist, stelzt durch die Säulenhalle, als gehöre sie ihm an das Beste. Marcus senkt seine Stimme noch weiter. Der Senator unterhält sich mit ihm, führt ganze Gespräche, als ob der Vogel antworten würde. Seine Frau, die arme Frau, sei am Rande des Wahnsinns, weil das Vieh immer in den Springbrunnen kackt. Rufus musste lachen, ein leises, echtes Lachen, das die Hitze für einen Moment vergessen ließ. Das Bild des würdigen Senators Gallus, von dem man ernste Reden über Getreideversorgung hielt, im vertraulichen Zwiespalt mit einem langbeinigen Vogel, war köstlich absurd. Es war genau die Art von nichtigem, menschlichem Gerücht, die das riesige, steinerne Rom auf eine erträgliche, fast heimische Größe schrumpfen ließ. Keine Verschwörungen, keine Kriege, nur ein exzentrischer alter Mann und sein ungewöhnlicher Gefährte. Vielleicht gibt der Kranich klügere Ratschläge als einige seiner Kollegen im Senat, bemerkte Rufus trocken. Marcus prustete vor Lachen. Fast verschluckte sich an seinem Apfel. Das wollte ich auch sagen. Er schüttelte den Kopf, immer noch kitschend. Die Stadt ist verrückt, Rufus, immer verrückt. Aber solange die Verrücktheit unterhaltsam ist und niemandem schadet, wer sind wir uns zu beschweren? Sie saßen noch eine Weile schweigend da. Das Lachen verklang und die Hitze legte sich wieder wie eine schwere Decke über sie. Der Time Circulator hatte seine Geschichte beendet und sammelte jetzt mit den Münzen. Von den Peregrinen hat bescheidene Münzen, von den Peregrinen. Die Gruppe löste sich langsam auf. Die Besucher wanderten weiter zum Tempel des Saturn, ihre Blicke immer noch voller Staunen. Das Forum schien in der Mittagssonne zu dösen. Ein müder Riese in einer kurzen Pause zwischen den Geschäften des Vor- und Nachmittags. Rufus spülte sein einfaches Mahl mit einem Schluck Wasser aus seiner Feldflasche hinunter. Die Zufriedenheit, die empfand, war tief und einfach. Es war die Zufriedenheit einer erledigten Arbeit am Vormittag, einer ausreichenden Mahlzeit, eines kurzen, humorvollen Austausches und des Schauspiels des menschlichen Theaters, das sich kostenlos vor ihm abspielte. Der riesige politische und religiöse Apparat Roms ruhte für einen Moment, und an seiner Stelle zeigte sich das skurrile, alltägliche Gesicht der Stadt. Er sammelte seine Sachen ein, stand auf und streckte sich. Der Schatten der Basilika begann zu schrumpfen, die Sonne wanderte weiter. Der Nachmittag und neue Aufgaben warteten. Aber diese Pause auf den kühlen Stufen, gespickt mit übertriebenen Helden,
und sanatorischen chronischen. War ein perfektes Intermezzo gewesen, ein kleiner, kostbarer Moment des puren Beobachtens Geniessens im jeweiligen Rhythmus des Forums. Der Mittagsschitz hing noch schwer über dem Forum, als der Anwalt Gaius Fulcinius selbst zu Rufus' Arbeitsplatz in der Säulenhalle trat. Seine Schritte waren kurz und geschäftig, seine Toga trotz der Hitze sorgfältig drapiert. Er trug eine schmale Ledermäppe unter dem Arm. Rufus, der gerade dabei war, seine Utensilien für den Nachmittag zu ordnen, blickte auf und erhob sich respektvoll. Rufus, die Abschrift des Testaments des Händlers Aulus, sie ist beendet. Die Stimme des Anwalts war nicht unfreundlich, aber direkt, ein Werkzeug zur Effizienz. Sie ist fertig, Domina, antwortete Rufus und griff nach der Schildröhre. Die Reinschrift ist abgeschlossen und getrocknet. Die Rohfassung liegt bei. Fulcinius nahm die Rohre, zog die feine Rolle vorsichtig heraus und entrollte sie gerade so weit, dass den Anfang und das Ende der eleganten Schrift prüfen konnte. Sein Blick glitt über die Zeilen, prüfend auf Flecken oder Ungleichmäßigkeiten. Er schien zufrieden. Gut, sehr gut. Er rollte das Dokument wieder zusammen und steckte es zurück in die Röhre. Dann zog er aus seiner Ledermappe ein zweites, versiegeltes Schreiben, ein kleineres Stück Papyrus, das mit einem Tropfen roten Wachses und dem Abdruck eines Rings gesichert war. Ich habe einen weiteren Auftrag für dich. Dies hier erhielt die versiegelte Notices hoch. In die Testamentrolle müssen zu einem Mann namens Lucius Vindex gebracht werden. Er ist ein Händler für spanisches Öl, wohnt auf dem Aventin. Sein Villa liegt nahe dem Tempel der Diana. Du kennst die Gegend? Rufus nickte. Der Aventin war nicht sein gewöhnliches Revier, aber die Hauptwege dorthin waren ihm bekannt. Ja, Domine. Gut, übergib beides nur an ihn persönlich. Er erwartet die Papiere noch heute. Fulcinius reichte ihm beide Schriftstücke und ein paar kleine Bronzemünzen, den vereinbarten Lohn für die Kopie plus einen kleinen Zuschlag für den Botengang. Ist auch nicht übermäßig, aber noch vor Einbruch der Abenddämmerung. Mit einer kurzen, abschließenden Kopfnickte wandte sich der Anwalt ab und verschwand wieder im Gewühl der Halle. Rufus steckte die Münzen sicher in seinen Gürtelbeutel. Die Testamentrolle in ihrer Röhre und das versiegelte Schreiben steckte er in seinen Leinensack, sicher verstaut zwischen Tuch und Tuch. Schreibgriffel, der Nachmittag, 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 durch Unterkanterie, Teile der Stadt. Es war eine willkommene Abwechslung. Seinen Weg verließ er am südlichen Ende des Forums, wo die Heilige Straße in weniger prächtige, aber nicht weniger belebte Gassen überging. Die Richtung führte ihn weg vom politischen Zentrum hin zu den kommerziellen und Wohnbezirken, die sich an den Tiber schmiegten. Die Architektur veränderte sich allmählich. Die monumentalen, marmorfassaden, wicken, hohen, schmucklosen Backsteinfronten von Inseli, Maetzges-Cernen, deren oberes Stockwerke als Fachwerk und Lehm über die engen Straßen zu ragen schienen. Der Geräusch in der Luft wurde schärfer, durchzogen von den Ausdünstung von Handel und Lagerung. Er passierte ein Viertel,
das von Horea, großen Lagerhäusern dominiert wurde. Massiv, fensterlos Backsteingebäude mit schweren Toren aus Eichenholz und Eisenbeschlägen säumten die Straße. Vor einem dieser Tore herrschte reges Treiben. Ein großer, von Ochsen gezogener Karren war zum Stehen gekommen, beladen mit Dutzenden von Tonnen Amphoren, jede in geflochtene Strohhüllen gepackt. Männer in groben Tuniken, ihre Arme und Gesichter von Stauben und Schweiß gezeichnet, luden die Gefäße unter den prüfenden Blicken eines Vorarbeiters ab, der auf einem Wachstäfelchen Notizen machte. Rufus blieb einen Moment stehen, um dem Schauspiel zuzusehen. Die Amphoren waren von einer charakteristischen, schlanken Form mit spitzen Böden und 2 Henkel. Selbst der Entfernung konnte er die in den noch feuchten Tom gestempelten Markierungen erkennen, Buchstaben und Symbole, die Herkunft und Inhalt verrieten. Ein Arbeiter trug 2 der Gefäße, eine auf jeder Schulter. Ihr Gewicht ließ seine Schritte schwer und vorsichtig werden. Als er sie auf einem wachsenden Stapel im Schatten des Lagerhostes absetzte, entwich ein schwacher, aber unverkennbarer Geruch, fruchtig, grasig und intensiv. Olivenöl, hispanisches Olivenöl, die Lebenssäte der römischen Küche und der Lampen der Stadt. Hier, in dieser staubigen Gasse, traf der Reichtum einer fernen Provinz auf den unersättlichen Bedarf der Hauptstadt. Rufus dachte an den Empfänger seiner Schriftrolle, Lucius Vindex, ein Händler für genau dieses Gut. Die Papiere in seinem Sack waren vielleicht ein Vertrag, eine Rechnung oder eine Anweisung, die mit diesem hier gelagerten flüssigen Gold zusammenhing. Die Verbindung zwischen dem trockenen Text auf seinem Papyrus und der physischen Realität dieser schweren Amphoren war plötzlich sehr konkret. Er setzte seinen Weg fort, bog in eine Straße ein, die sanft anstieg. Die Insel hier war älter, enger zusammenbringt. Ihre unteren Geschosse beherbergten Werkstätten für Gerber und Färber, deren beißende chemische Düfte die Luft verpesteten. Das Leben spielte sich mehr auf der Straße ab. Frauen plauderten in Türmen, Kinder jagten zwischen den Beinen von Lastenträgern hindurch. Ein streunender Hund schnüffelte gierig an einem Abfallhaufen. Die Atmosphäre war weniger geschäftlich elegant als auf dem Forum, dafür unmittelbarer, erdiger. Der Aufstieg wurde steiler und allmählich lichteten sich die Gebäude. Die engen Gassen öffneten sich zu breiteren Wegen, die von niedrigen Mauern und gelegentlichen Gärten gesäumt waren. Die Luft, die vom Tiber heraufwehte, wurde spürbarer, trug die Kühle des Wassers und einen Hauch von Schleck mit sich. Rufus spürte die Anstrengung in seinen Waden, aber sie war angenehm. Dann, nach einer letzten Biegung, stand er auf dem Gipfel des Aventin-Hügels. Der Kontrast war atemberaubend. Die drückende Enge der Unterstadt, das ständige Summen und der Gestank fielen von ihm ab. Hier oben wehte eine leichte, beständige Brise. Die Atmosphäre ruhiger, fast dörflich. Statt hoher mit Jetgesahnen sah er nangeschossige Dommes und Villen mit roten Ziegeldächern, die von Mauern umgeben waren, hinter denen die Spitzen von Zypressen und Pinien hervorlugten.
Der Land der Stadt war zu einem fernen, gedämpften Brausen reduziert. Ein Grunten über den sich das Zwitschern von Vögeln und das Rascheln von Blättern legten. Rufus folgte den Anweisungen zu einer Villa in der Nähe des Diana-Tempels. Der Tempel selbst, ein schlichter, alter Bau, war von einem heiligen Hain umgeben, dessen schattiges Dunkel eine willkommene Kühle versprach. Die Villa des Lucius Vindex war nicht übertrieben, prächtig, aber gut gebaut und gepflegt. Eine weiße Kalksteinmauer umschloss das Grundstück. Eine schlichte Holztür mit bronzenen Beschlägen führte hinein. Rufus klopfte. Ein älterer Sklav mit einem intelligenten, abgeklärten Gesicht öffnete. Rufus nannte seinen Namen und seinen Auftrag. Der Sklav musterte ihn kurz. Dann bat er ihn mit einer Geste im kleinen, mit Kies bestreuten Vorhof zu warten. Die Atmosphäre war friedlich. Ein Brunnen plätscherte leise in der Mitte, umgeben von Topfpflanzen mit duftenden Kräutern. Von der Straße war hier oben kaum etwas zu hören. Nach wenigen Minuten erschien Lucius Vindex selbst. Er war ein Mann in den 50ern, kräftig gebaut, mit einem wettig gebeckten Gesicht und scharfen, wachen Augen, die von Jahren des Handels über das Meer sprachen. Er trug eine einfache, aber qualitativ hochwertige Tunika. Du kommst von Fulcinius? Seine Stimme war rau, aber nicht unfreundlich. Ja, Domine. Rufus holte die Schilfrohre und das versiegelte Schreiben aus einem Sack und überreichte sie. Vindex nahm beides, prüfte zuerst das Siegel auf dem kleinen Schreiben, dann zog er die Testamentrolle aus der Röhre und entrollte sie kurz. Ein kurzes, zufriedenes Nicken. Gott. Er hat gesagt, du seiest sorgfältig. Seine Augen mussten Rufus nicht herablassend, sondern abschätzend, wie man einen zuverlässigen Werkzeug beurteilt. Der Weg aus der Stadt ist heiß. Soll der Junge Wasser bringen? Es war eine höfliche, nicht übertrieben großzügige Geste. Rufus schüttelte den Kopf. Danke, Domine. Ich habe noch getrunken. Vindex, Domine. Ich habe noch getrunken. Vindex, dann ist alles in Ordnung. Er griff in eine Tasche an seinem Gürtel, holte eine weitere kleine Münze hervor und reichte sie Rufus. Für deine Mühe. Es war ein Trinkgeld, klein, aber nicht unüblich. Dann wandte er sich mit den Papieren in der Hand schon wieder zum Haus sein Geist offensichtlich bereits bei den geschäftlichen Angelegenheiten, die die Dokumente betrafen. Die Übergabe war abgeschlossen, höflich, effizient und ohne weitere Umstände. Rufus verließ den Vorhof und schloss die Tür leise hinter sich. Statt sofort den Rückweg anzutreten, schlenderte er ein Stück weiter den Hügelkamm entlang, hin zu einem Punkt, von dem aus man eine weite Aussicht hatte. Die Mühe des Aufstiegs wurde reich belohnt. Vor ihm breitete sich Rom als wie ein gewaltiges, dreidimensionales Mosaik. Das Gewirr der Dächer, Türme und Tempel erstreckte sich bis zum Horizont, eingefasst von der sanften, silbrigen Schleife des Tibers. Von hier oben wirkte die Stadt nicht erdrückend, sondern fast majestätisch. Er konnte die Kurve des Circus Maximus erkennen, das weiße Oval des Kolosseums in der Ferne, die massigen Blöcke der Kaiserforen. Der Rauch von 1000 Herdfeuern stieg träge in die nachmittagblaue Luft. Offen verschmolz
zu einem zarten, bläulichen Schleier. Das ferne Brausen war wie das Atmen eines riesigen, schlafenden Tieres. Hier, in der Stille, anmeid dieser Aussicht, empfand Rufus einen Moment der Distanz und der Klarheit. Seine Welt, die engen Gassen, das geschäftige Forum, die kleine Kammer auf dem Caelius, war nur ein winziger Teil dieses unermesslichen Ganzen. Doch auch der reiche Händler in seiner Villa war nur ein Teil davon, sie alle von Wasserträger. Bis zum Senator waren Rädchen in der unvorstellbar komplexen Maschine der Stadt. Der Botengang hatte ihn durch verschiedene Schichten dieser Maschine geführt, vom Zentrum der Verwaltung durch die Adern des Handels hin zu diesem Ort relativer Ruhe und Übersicht. Er atmete die kühle Luft tief ein, ließ den Blick noch einen letzten Moment schweifen, dann drehte er sich um. Der Rückweg lag vor ihm und die Hitze des späten Nachmittags in den engen Tälern der Stadt wartete. Doch die Erinnerung an diese Weite und diese Stille hoch über dem Gewühl würde ihn begleiten. Der Abstieg vom Aventin war weniger anstrengend als der Aufstieg, aber die Belohnung der kühlen Brise und der weiten Aussicht blieb mit jedem Schritt weiter unten zurück. Als Rufus die letzten sanften Hänge hinter sich ließ und wieder in das Gewirr der engeren Gassen und hohen Inseln eintauchte, schlug ihm die Hitze des späten Nachmittags mit fast physischer Wucht entgegen. Die Luft, die zwischen den hohen Fassaden stand, ohrdick, träge und von der Sonne aufgeheizt, die nun im Westen stand und ihr Licht in flachen, gleißenden Winkeln in die Schluchten der Stadt warf. Es war eine andere Hitze als die des Mittags. Nicht mehr das direkte, weiße Brennen von oben, sondern eine gespeicherte, ausstrahlende Wärme, die aus jedem Stein, jedem Pflasterblock zu quellen schien. Der Schatten, den die Gebäude warfen, war nun lang, aber schmal und scharfkantig. Rufus suchte ihn instinktiv. Sein Weg wurde zu einem Ticksack-Kurs von einer schattigen Seite zur nächsten. Weil die Sonne noch direkt traf, war das Licht so intensiv, dass es schmerzte. Es blitzte auf den hellen Marmorplatten, die hier und dort als Gehweg dienten, blendete und verwandelte die Welt in eine flirrende, überbelichtete Szene. Auf dem dunkleren Basaltpflaster daneben sammelte sich die Hitze wie in einem Ofen. Die Sandalen spürten die Wärme durch die Ledersohlen. Seine Kehle war trocken. Der Staub des Weges lag wie ein feiner Film auf seiner Zunge. Das Wasser aus seiner Feldfläche war längst aufgebraucht. Glücklicherweise kreuzte sein Weg bald eine der breiteren Straßen mit Arkaden. Er bog unter die gewölbte Decke aus Backstein und atmete erleichtert auf. Die Temperatur sank hier um mehrere Grad. Die dicken Pfeiler und das massive Gewölbe hatten die Hitze des Tages abgehalten und eine kühle, fast kellerartige Atmosphäre bewahrt. Der Lärm der Straße wurde hier gedämpft, das Licht war ein gedämpftes, goldenes Dämmerlicht, das durch die offenen Bögen fiel und lange Streifen auf den gepflasterten Boden malte. In einer Nische dieser Arcade hatte ein Wasserverkäufer seinen kleinen Stand aufgebaut. Ein großer Tomkrug mit einem nassen Leinentuch umwickelt, um die Verdunstungskälte zu erhöhen, stand auf einem Holztisch. Daneben lagen mehrere einfache Tombecher. Der Verkäufer,
Ein älterer Mann mit einem schläfrigen Gesicht fächelte sich mit einem Blatt Papyrus Luft zu. Rufus trat heran. Ein Becher. Bitte. Der Mann nickte, nahm einen Becher, tauchte ihn in den Krug und füllte ihn mit klarem, kühlem Wasser. Rufus sallte mit einem der kleinen Kupferwasser aus seinem Gürtelbeutel und trank gierig. Das Wasser war nicht eiskalt, das gab es in Rom im Sommer kaum, aber es war merklich kühler als die Luft, erfrischend und belebend. Er trank langsam, ließ jeden Schluck wirken, spürte, wie die Trockenheit in seinem Mund und seiner Kehle nachließ. Es war einer der einfachen, tiefen Genüsse des Lebens. Der Verkäufer beobachtete ihn gleichgültig. Sein Fäkel nahm kein Ende. Gestärkt setzte Rufus seinen Weg unter den Arkaden fort. Die Aktivität in den Straßen hatte merklich nachgelassen. Die geschäftige Hektik des Vormittags und die träge Geschäftigkeit des frühen Nachmittags waren vorbei. Jetzt herrschte eine Art von ermüdeter Pause, eine Wartetei auf die Kühle des Abends. Die Läden hatten noch geöffnet, aber die Händler standen oder saßen teilnahmslos in ihren Türen, winkten kaum noch Kunden heran. Ein Gemüsehändler sortierte mit langsamen, fast schläfrigen Bewegungen seine welk gewordene Ware um. Ein Schmied hatte sein Feuer heruntergebrannt und lehnte an seinem Amboss, das Gesicht glänzend von Schweiß, die Augen halb geschlossen. Selbst die Tiere schienen von der Hitze überwältigt. Ein Lastesel stand mit gesenktem Kopf und hängenden Ohren angebunden an einen Ring an der Wand, sein Fell dunkel von Schweißflecken. In einem Streifen Schatten auf den Stufen eines Tempelpodiums dussten mehrere streunende Hunde. Sie lagen reglos da, die Schnauzen auf den Vorderpfoten, nur die Flanken, die sich langsam hoben und senkten, verrieten, dass sie schliefen. Nicht einmal die Fliegen, die um sie herumschwirrten, konnten sie zu einem müden Schwanzwedeln bewegen. Die ganze Stadt schien in einen halbwachen Schlummer versunken zu sein, betäubt von der Hitze. Rufus' eigener Schritt hatte sich verlangsamt, es gab keine Eile mehr. Die Hauptarbeit des Tages war getan, die Botengänge erledigt. Sein Körper forderte diese langsamere Gangart, einen Rhythmus, der drückenden Atmosphäre angepasst war. Das Blenden des Lichts, wenn er gelegentlich eine sonnenbeschienene Kreuzung überquerte, war so intensiv, dass er für einen Moment die Augen zusammenkniff und nur die Umriss der Gebäude als dunkle Silhouetten gegen das gleißende Weiß sah. Dann tauchte er wieder in den rettenden Schatten einer Gasse oder eines Vordachs ein, und die Welt gewann ihre Konturen zurück. Seine Gedanken schweiften, träge wie der Tiber, an einem windstillen Tag. Sie kehrten zurück zu Sommerventin, zu der friedvollen Stille und der kühlen Brise dort oben. Sie streiften das Testament, das er übergeben hatte, und den Händler mit seinen scharfen Augen. Doch vor allem kreisten sie um die unmittelbare Zukunft, um das Versprechen der nahen Abkühlung. Denn mit dem Nachlassen der Hitze kam die Aussicht auf den Besuch der Thermen. Das war das Ritual, das diesen Teil des Tages krönte, die Belohnung für die Mühen in der Hitze. Er stellte sich das kühle Frigidarium vor, das erfrischende Bad, das den Staub und den Schweiß des Tages abspülen würde. Dann die Wohltuend
durchdringende Wärme des Tepidarium, die müden Muskeln lockerte. Schließlich die intensive Hitze des Caldarium, in der Dampf jeden Rest von Anspannung aus den Poren trieb. Das Gedränge anderer Männer, das Gemurmel von Gesprächen über nichts Wichtiges, das Gefühl der vollständigen, reinigenden Ausschöpfung danach. Es war mehr als nur Sauberkeit. Es war eine tägliche Wiedergeburt, ein Übergangsritus zwischen der Anstrengung des Tages und der Ruhe des Abends. Dieser Gedanke gab seinem Schritt eine neue leichte Zielstrebigkeit. Hitze war nicht mehr nur eine Qual, sondern ein Vorspiel, eine notwendige Anhäufung von Unbehagen, die darauf folgende Erleichterung nur umso süßer machte. Er beobachtete die schlafenden Hunde, die leeren Stufen, die trägen Händler, und in all dieser Lethargie spürte er eine kollektive, stille Erwartung. Die Stadt hielt den alten Mann, wartete auf die Erlösung der Dämmerung und des kühleren Wassers. Er verließ die schützenden Arkaden und schlug den letzten Abschnitt seines Weges ein, hinauf zum Caelius, wo seine Wohnung lag. Auch hier, in den vertrauten Gassen seiner Nachbarschaft, war das Tempo gedämpft. Die Gerüche des Tages, Brot, Gemüse, Apfel, schienen in der Hitze zu konzentrieren und zu gären, aber auch sie wirkten weniger intensiv, erstickt von der allgemeinen Trägheit. Vor seinem eigenen Insuler Gebäude blieb einen Moment stehen und blickte die Straße hinunter. Ein letzter, langer Sonnenstrahl traf die Ziegeldächer gegenüber und tauchte sie in ein glutrotes Licht. Der Himmel darüber begann von einem kräftigen Blau zu einem weicheren Violett zu verblassen. Die drückende Hitze des Rückwegs war überstanden. In seiner Kammer würde er seine Schreibutensilien ablegen, das Geld verstauen und seine einfache Tunika gegen ein frisches Badetuch eintauschen. Dann würde er sich, erfrischt von dem gekühlten Wasser des Verkäufers und beflügelt von der Vorfreude, auf den Weg zu den Thermen machen. Der Tag neigte sich dem Ende zu, und mit jedem Schritt, den er die Treppe zu seinem Cenaculum hinaufstieg, fiel die Last der Nachmittagsschitz von ihm ab, ersetzt durch die angenehme Erwartung der Reinigung und des Wohlbefindens, die ihn in den Bäden erwarteten. Die drückende Stille der Nachmittagsschitz war endgültig gebrochen, nicht durch Abkühlung, sondern durch das lebendig, vielstimmige Rauschen, das aus der offenen Tür des Dammgresses Balnom auf der gegenüberliegenden Straßenseite quoll. Rufus stand einen Moment auf der Schwelle seiner Insula, die frische Tunika für den Rückweg über dem Arm, und ließ den verheißungsvollen Klang auf sich wirken. Es war enzymisch aus platschendem Wasser, gedämpftem Gesprächen, entferntem Lachen und dem hohlen Hall von Schritten auf nassem Stein, ein akustisches Bad, das allein schon erfrischend wirkte. Mit einem Gefühl zielstrebiger Vorfreude überquerte er die nun etwas belebtere Gasse und trat unter das schlichte Mosaik des Neptun, das den Eingang des öffentlichen Bades markierte. Der erste Raum des Vestibül war dämmerig und kühl. Die Luft roch nach nassem Stein, billigem Sandelholzöl und dem scharfen, sauberen Geruch von Kalk, mit dem die Wände geweißt war. Ein älterer Sklave, dessen Gesicht in der tiefen Dämmerung kaum zu erkennen war, saß hinter einem schmalen Holztisch.
Vor ihm lagen in kleinen Haufen gestapelt die winzigen Bronzemünzen, die den Eintrittspreis darstellt hat. Rufus legte einen Quadrans auf das polierte Holz, ein so geringer Betrag, dass selbst ein bescheidener Kopist ihn täglich entbehren konnte. Der Sklav schob die Münze mit einer routinierten Bewegung in eine Schublade und nickte stumm. Der Zugang zur täglichen Reinigung und sozialen Teilhabe war erkauft. Vom Haar führte eine kurze, gewölbte Passage in das Apodirium, den Umkleideraum. Das Licht war hier heller, fiel durch eine hohe vergitterte Öffnung in der Decke und ließ Staubkörnchen in einen schrägen Strahl tanzen. Der Raum war ein Quadrat von beachlicher Größe, an den Wänden gesäumt von hölzernen Bänken und darüber angebrachte Nischen mit Nummern, in die Besucher ihre Kleider und Wertgegenstände legen konnten. Die Atmosphäre war geschäftig, aber nicht hektisch. Männer aller Altersstufen und, soweit in der Kleidung erkennbar, verschiedene soziale Schichten standen, saßen oder bewegten sich in verschiedenen verschiedene Stadien des Entkleidens. Ein junger Bursch, offenbar ein Sklav, eilte zwischen den Bänken hindurch und sammelte schmutzige Tuniken für eine nähergelegene Mocherei ein. Rufus fand eine freie Nische, legte seine frische Tunika hinein und zog dann seine Alltagskleidung aus. Das Gefühl, den von Schweiß und Staub des Tages durchstränkten Stoff abzustreifen, war eine erste, befreiende Handlung. Er faltete das Gewand ordentlich zusammen, legte seine Sandalen dazu und schob dann den kleinen, mitgebrachten Lederbeutel mit seinen wenigen Münzen und dem Schlüssel tief in die Nische. Ein kurzer, prüfender Blick. Diebstahl war in öffentlichen Bäden nicht ungewöhnlich, aber die Anwesenheit des Bedieners und die gegenseitige, unausgesprochene Überwachung der anderen Besucher boten einen gewissen Schutz. Neckt nur ein schmales Leinentuch um die Hüften geschlungen, das er am Eingang erhalten hatte, fühlte er sich seltsam unbelastet und gleichzeitig allen Blicken ausgesetzt. Ein Gefühl, das in der allgemeinen Nacktheit jedoch schnell verflog. Sein erster Gang führte ihn nicht in die Wärme, sondern in die Kühle. Er durchschritt einen weiteren Bogen und betrat das Frigidarium. Die Luft schlug ihm sofort angenehm kühl entgegen. Der Raum war ein langes Rechteck, in dessen Mitte ein großes, rechteckiges Becken aus bläulichem Marmor eingelassen war. Das Wasser darin war still, spiegelglatt und von einer klaren, fast eisigen Kühle. Ein paar Männer standen bis zur Brust im Becken, plauderten leise oder schwammen mit ruhigen, gemessenen Zügen. Das Geräusch hier war das sanfte Glucken von Bewegung im Wasser und das gedämpfte Echo von Stimmen unter der gewölbten Decke. Rufus stieg die kurze Treppe hinab und ließ das Wasser langsam über seine Füße, seine Beine, dann seinen ganzen Körper steigen. Der Schock der Kälte war intensiv, aber nicht unangenehm. Er war wie ein klares, scharfes Messer, das den Schleier der Müdigkeit und Hitze durchschnitt. Er tauchte den Kopf kurz unter, schüttelte das Wasser aus dem Haar und spürte, wie der Staub des Tages von seiner Haut abgewaschen wurde. Dies war die Reinigung im wörtlichsten Sinne, eine rituelle Abkühlung, die den Geist wachrüttelte. Nach einigen Minuten im Becken, als seine Haut sich in die Kühle gewöhnt hatte und prickelte, stieg er wieder heraus. Das Leinentuch
nun feucht, klebte an seinen Hüften, erfolgte dem Strom der anderen Männer durch einen weiteren, warmen Luftzug ankündigenden Durchgang und betrat das Tepidarium. Der Kontrast war wohltuend. Hier herrschte keine drückende Hitze, sondern eine milde, durchdringende Wärme, die von unter dem Boden und aus Holziegeln in den Wänden aufstieg. Die Luft war trocken und duftete schwach nach dem Harz der Heizöfen. Der Raum war kreisrund mit einer niedrigen Kuppel, von der schwaches Licht durch kleine runde Fenster fiel. An den Wänden liefen Steine und Bänke umher, auf denen Männer saßen, lagen oder sich langsam ausstreckten, um die Wärme in ihre Muskeln sinken zu lassen. Die Wärme des Steins drang sofort durch das feuchte Tuch in seinen Körper, eine tiefe, beruhigende Welle der Entspannung. Er lehnte sich gegen die warme Wand, schloss die Augen und atmete den trockenen, sanft duftenden Dunst ein. Am ihn herum bot das beruhigende Gemurmel von Unterhaltungen, die sich wie ein kontinuierliches Summen anhörten. Gesprächsfetzen drangen zu ihm, bruchstückhaft und alltäglich. Und dann stolperte der Kerl direkt über seinen eigenen Strigillis und landete im heißen Becken mit einem Satz: Das Geschrei, die Wärme heute ist nix, erinnerst du dich an den Juli des vergangenen Jahres, des Schmolz des Wachs auf den Tafeln im Forum. Meine Frau sagt, es gibt frischen Thunfisch am Markt, von Ostia heute früh hereingekommen. Aber zu welchem Preis? Die Wagen rennen morgen. Der Grüne hat diesen neuen Fahrer aus Afrika, soll unglaublich schnell sein. Mein Rücken bei Herkules, diese Zugluft in der Werkstatt. Es war die Musik des gewöhnlichen Lebens, vom Sport, Wetter, Essen und kleinen Leiden. Keine Politik, keine großen Philosophien, nur der Austausch von Erfahrungen in der gemeinsamen, wohltuenden Wärme. Rufus lauschte, ohne wirklich zuzuhören, ließ die Stimmen über sich hinwegrollen, wie das warme Wasser über die Steine. Seine eigenen Gedanken wurden langsam und schwer von der Hitze eingelullt. Nach einer Weile öffnete er die Augen und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Die Architektur forderte Bewunderung. Die gewölbte Decke war nicht einfach glatt, sondern mit einfachen, aber wirkungsvollen Stuckarbeiten verziert, die geometrische Muster und stilisierte Blätter darstellten. Das Licht, das durch die Oculi, die runden Fensteröffnungen, fiel, warf weiche, sich bewegende Luftkreise auf den Boden und die Körper der Männer. Der Boden selbst war ein Mosaik, das hier in Tepidarium nicht aufwendig, aber kunstvoll war. Schwarze und weiße Tessera bildeten ein Muster von sich überschneidenden Kreisen und Wellenlinien. Ein stilisierter Verweis auf das Wasser, das der eigentliche Zweck dieses Ortes war. Unter der Wärme des Bodens fühlte sich das Mosaik glatt und lebendig an. Die sinnliche Erfahrung war hier allumfassend. Es war die Würmer, die in den Kotschen drang, der trockene, hasige Ruck, das gedämpfte hellende Gemurmel, der weiche Widerstand des Mosaiks unter den nackten Füßen und der Anblick von entspannten Körpern im goldenen Dämmerlicht der Kuppel. Dies war mehr als nur ein Bad. Es war eine Pause von der Welt,
ein Aufenthalt in einer künstlich geschaffenen, perfekt temperierten Umgebung, die alle Sinne besänftigte. Die Sorgen dies Tages, die sorgfältige Schrift, der stobige Botengang, die drückende Hitze, schienen hier in dieser warmen Höhle unwirklich und fern. Rufus spürte, wie seine Schultern, die sich während der langen Stunden des Schreibens unbemerkt angespannt hatten, langsam nachgaben. Sein Atem wurde tiefer und ruhiger. Er war bereit für den nächsten Schritt, für die intensive Hitze des Kaldarium, aber dieser Moment im Tepidarium war ein kostbarer Übergang, ein langsames, wolliges Auftauen der Seele und des Körpers in der wohltuenden Wärme des römischen Alltags. Die wohlige Trägheit des Tepidarium war eine Vorbereitung, eine langsame Steigerung. Als Rufus sich schließlich erhob, fühlten sich seine Masken geschmeidig an, gelöst von der milden Wärme. Sein nasses Touch hing schwer an seine Hüften, als er durch einen niedrigen, gewölbten Durchgang in den nächsten Raum schritt. Der Übergang war nicht subtil. Eine sichtbare Wand aus feuchtem, duftendem Dampf schlug ihm entgegen, und die Hitze, die ihn umfing, war intensiv, beinahe fest. Er war im Kaldarium angekommen. Die Sicht war hier auf wenige Schritte begrenzt. Dichter, weißgrauer Dunst kräuselte sich unter der hohen, gewölbten Decke und verbarg die Ecken des großen Raumes. Das Licht, das durch die dicken Glasfenster in den Wänden fiel, war milchig am diffundier, tauchte alles in ein gespenstisches, goldenes Halbdunkel. Die Luft war schwer mit Feuchtigkeit. Jeder Atemzug fühlte sich warm und dick an. Doch dominierend war der Geruch. Ein komplexes, berauschendes Bouquet aus schwitzendem Stein, dem scharfen, reinen Duft von Schwefel, aus dem mineralischen Quellwasser und darüber schwebend den süßen, schweren Aromen duftender Öle. Mehrere Sandelholz und kostbarer Balsam vermischten sich mit dem Dampf, ein sinnlicher Duft, der direkt in den Kopf stieg und die Sinne betäubte. In der Mitte des Raumes lag das große Heißwasserbecken, ein brodelnder Wumriss im Nebel. Das Plätschern von Männern, die ein- oder ausstiegen, war ein gedämpftes, hallendes Geräusch. Rufus näherte sich der Kante, spürte die noch intensivere Hitze, die vom Wasser aufstieg. Er tauchte einen Fuß ein. Das Wasser war fast unerträglich heiß. Ein stechender Schmerz, der schnell in eine tiefe, durchdringende Wärme überging, die bis in die Knochen zu sickern schien. Langsam ließ er sich bis zur Brust hinab, lehnte den Kopf gegen den warmen Marmorrand und schloss die Augen. Der Dampf legte sich wie eine feuchte Maske auf sein Gesicht. Jeder Muskel, jede Sehne gab unter dieser brutalen, wohltuenden Hitze nach. Die Geräusche des Raumes, das Plätschern, das gedämpfte Sprechen, das entfernte Klatschen von Massagen wurden zu einem beruhigenden, einheitlichen Rauschen. In meiner Jugend begann eine Stimme neben ihm, rau und von Jahren und Dampf gezeichnet. Da waren die Bäder noch Abenteuer. Rufus öffnete die Augen. Ein älterer Mann, seine Haut wie Dagobert hellerte, mit einem Netzwerk tiefer Falten um die Augen, lehnte ebenholz am Beckenrand. Sein Gesicht war rot von der Hitze, aber seine Augen funkelten mit amüsiertem Erinnerungslicht, schien das Bedürfnis zu haben, zu erzählen, und Rufus
eingehüllt in Wohlbefinden, war ein williger Zuhörer. Ich war vielleicht so alt wie du, vor der allzu fort, ohne auf eine Antwort zu warten. Kam hierher, in dieses selbe Baunem, mit meinem Cousin. Unser erstes Mal ohne Aufsicht, fühlten uns wie Männer. Ein breites, zahnlückiges Grinsen erschien in seinem Gesicht. Wir hatten gehört, im Kaldarium könnte man, wenn man lange genug aushielte, Visionen haben, Götter oder so. Also beschlossen wir, es auszutesten. Er kitscherte ein trockenes, kratzendes Geräusch. Wir blieben und blieben, bis uns schwindlig war und die Herzen wie Schmiedehämmer schlugen. Mein Cousin, der Dummkopf, meinte, es sehe die Nymphen des Wassers. Standauf wankte und rutschte auf dem nassen Marmor aus. Der alte Mann lachte jetzt laut. Sein Lachen holte im Dampf. Direkt ins Becken plumpste mit einem Satz, der eine Welle auslöste, die halb das Wasser über den Rand schwappte. Der Bademeister, ein riesiger Kerl aus Gallien, packte ihn am Ohr und zerrte ihn. Heraus schrie ihn an, er solle die Götter in Ruhe lassen und sich wie ein zivilisierter Römer benehmen. Wir wurden für einen Monat aus den Firmen verbannt. Er schüttelte den Kopf, immer noch kichend. Die einzige Vision, die wir an dem Tag hatten, war die des gallischen Riesen, der uns mit seinem Handtuch drohte. Rufus lachte mit. Die Geschichte war so lebendig und menschlich, ein winziger, komischer Fleck in der langen Geschichte dieses Ortes. Sie unterhielten sich noch ein paar Minuten über nichts Besonderes, die Hitze. Die Qualität des Öls, dann nickte der Alte ihm zu und schloss wieder die Augen, zurück in seine eigenen Erinnerungen getaucht. Die Anekdote blieb bei Rufus, ein Beweis dafür. Die Anekdote blieb bei Rufus, ein Beweis dafür. Reinigung Raum für menschliche Torheit und Humor bot. Nachdem die Extremhitze so lange ertragen hatte, wie es angenehm war, stieg Rufus aus dem Becken. Sein Körper fühlte sich schwer an, jede Pore geöffnet, jede Unreinheit beraubt. Er ging zu einem der steinernen Bänke am Rand des Raumes, wo die Untores, die Salben und Massageknechte arbeiteten. Ein kräftiger Mann mit Armen wie Holzpfählen und einem schweißnassen Gesicht winkte ihn heran, ohne ein Wort zu sagen, ließ Rufus sich auf den Bauch auf die harte, warme Bank fallen. Der Ankannte griff für seine groben, mit Salz und Olivenöl vermischten Paste. Seine Hände waren Nisten Paste. Seine Hände waren Nisten Pasty. Seine Hände waren Nisten. Es war keine entspannende, sondern eine funktionale Massage, dazu gedacht, den letzten Schmutz und abgestorbene Haut zu lösen und die Muskeln gründlich durchzuwalken. Rufus presste die Zähne zusammen, als die starken Finger tief in sein Fleisch gruben, verspannen und lösten, von denen er nicht einmal gewusst hatte, dass sie existierten. Das Salz rieb auf der Haut ein scharfes, reinigendes Gefühl. Der Geruch des einfachen Olivenöls, herb und grasig, vermischte sich mit den süßeren Düften des Dampfes. Die Prozedur war anstrengend, fast schmerzhaft, aber auch befreiend. Als der Times Katsche schließlich aufhörte, fühlte sich Rufus' Körper wie gelöst und zugleich völlig erschöpft an,
als wäre der durch eine körperliche Anstrengung gegangen. Nun kam das eigentliche Reinigungsritual. Rufus stand auf, nahm seinen metallenen Strigilis, die gebogene Schäplinge, die er mitgebracht hatte, und begann sie über seine Arme, seine Brust, seine Beine zu führen. Die Klinge schabte das vermischte Öl, den Schweiß und den gelösten Schweiß und den gelösten Schmutz in dicken, grauen Rauschelchen von seiner Haut. Es war eine befriedigende, fast meditative Tätigkeit. Jeder Strich hinterließ ein Gefühl von Frische und Glätte. Der abgeschabte Unrat fiel zu seinen Füßen auf den nassen Stein, wo er von dem ständig fließenden Wasser in die Abflüsse gespült wurde. Nachdem er jeden Zentimeter seines Körpers bearbeitet hatte, ging er zurück zum Frigidarium, zu dem kalten Becken. Der letzte Schock der Kälte war nun nicht mehr scharf, sondern erfrischend und belebend. Er spülte die letzten Reste der Paste ab und schloss die Poren seiner Haut. Als er aus dem Becken stieg, war das Gefühl einzigartig. Eine tief, fast schimmernde Reinheit durchdrang ihn. Seine Haut fühlte sich neu an, glatt und kühl, während sein Inneres noch von der gespeicherten Wärme der Bäder durchglüht war. Die Müdigkeit war noch da, aber sie war eine wohlige, verdiente Erschöpfung, keine Last mehr. Sein Geist war klar, befreit von der Trägheit der Hitze und den kleinen Sorgen des Tages. Er trocknete sich gründlich mit einem frischen Leintuch ab, kehrte ins Appetiterium zurück und zog seine Zebra-Tunika an. Der Stoff fühlte sich weich und fremd auf der gereinigten Haut an. Die Münzen in seinem Beutel klangen leise, als er ihn aus der Nische nahm. Als er das Vestibül durchschritt und wieder auf die Straße trat, war die Welt verwandelt. Die Abenddämmerung hatte begonnen, das harte Weiß des Tages war einem sanften, bläulichen Gold gewichen. Die Luft, immer noch warm, fühlte sich nicht mehr drückend, sondern weich und einladend an. Jede geroch das brossige Aroma einer Popine, der Rauch von Herdfeuern, der Duft von Blumen in einem Fensterkasten schien klarer und deutlicher, seine Sinne waren geschärft, sein Körper leicht. Der Besuch in den Thermen war mehr als nur körperliche Reinigung gewesen, es war ein psychologischer Reset, ein Übergangsritus, der den Arbeitstag offiziell beendete und den Raum für den Abend öffnete. Rufus schlenderte die Straße hinunter. Sein Schritt war locker, sein Geist ruhig und aufmerksam. Der Gedanke an das Abendessen, das nun bevorstand, war kein Gedanke des bloßen Hungers, sondern der Vorfreude auf ein sinnliches Vergnügen, das die Reinheit und Entspannung des Bades perfekt ergänzen würde. Der Staub, die Tinte, die Hitze und die Anstrengung des Tages waren buchstäblich abgeschabt und abgespült worden. Was blieb, war ein Mann erfrischt, ausgeglichen und bereit, sich in die friedlichen, genussvollen Strömungen des römischen Abends treiben zu lassen. Die Firmen hatten ihre Arbeit getan. Sie hatten ihn nicht nur gereinigt, sondern auch wiederhergestellt, bereit für die einfachen Freuden, die die Nacht bringen würde. Der erfrischende Hauch der Abendluft, der ihn beim Verlassen der Firmen empfangen hatte, verwandelte sich auf dem Heimweg zum Caelius in eine vielschichtige, verlockende Einladung. Mit jedem Schritt durch die nun in sanftes Violett
getauchten Gassen seiner Nachbarschaft wurde Rufus von einem neuen, dominanten Sinneseindruck geleitet. Dem Geruch des Abendbrots ist wohl keine einzelne Note, sondern ein vielstimmiges Orchester von Düften, das aus jeder Tür, jedem Fenster und vor allem aus den offenen Fronten der zahlreichen Popinä quoll. Diese Garkuchen, die einfachen Kneipen und Imbisse des Volks, waren jetzt die pulsierenden Herzen der Straßen. Die Luft war schwer und warm von den Aromen, die in der kühleren Abendluft besonders intensiv hingen. Rufus schlenderte langsam, ließ seine gereinigten Sinne die Fülle aufnehmen. Da war der tiefe, erdige Duft von Eintöpfen, die stundenlang in großen Tontan oder Bronzetöpfen über schwachen Holzkohlefeuern geschmort hatten. Linsen, Bohnen und Kitschrabsen, angereichert mit Zwiebel, Knoblauch und vielleicht einem winzigen Stück Speck oder einer abgeneckten, noch in Keule, verströmten ein herzhaftes, nährendes Aroma. Aus einer anderen Öffnung drang der scharf-süße Rauch von direkt über der Glut gebratenem Fleisch, kleine Spieße mit Würfeln von Schwein oder Lamm, die mit Kreuzkümmel und Koriander gewürzt waren und ein knuspriges, fettiges Versprechen abgaben, wieder anderswo roch es nach in Olivenöl gebratenem Fisch, eine salzige maritime Wolke, die sich mit dem Rauch vermischte. Dazwischen gab es einfachere, aber nicht weniger verlockende Noten. Der Duft von gedünstetem Kohl oder Rüben, von flachen Brotfladen, die auf heißen Steinen gebacken wurden, und der süßliche Hauch von gekochten Feigen oder einem einfachen Brei aus geröstetem Dinkel. Aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken der Timesilie drangen ähnliche, wenn auch schwächere Düfte herab, vermischt mit dem Geruch von Öllampen und Familienleben. Über allem lag der durchdringende, unverwechselbare Geruch von Garum, der fermentierten Fischsoße, die wie Salz über fast jedes Gericht geträufelt wurde, ein intensiver umami-reicher Duft, der für einen Fremden vielleicht abstößend, für Rufus jedoch der essentiell Grundton der römischen Küche war. Sein Magennerti lazy, eine angenehme Erinnerung an die körperlichen Bedürfnisse nach der geistigen und sinnlichen Reinigung der Themen. Er hatte keine Vorräte für ein eigenes Abendessen zu Hause und die Mühe, selbst zu kochen, erschien nach diesem Tag als unnötige Plackerei. Eine Popine war die naheliegende, gesellige Wahl. Er ließ seinen Instinkten folgen und blieb vor einer besonders belebten Garküche stehen, deren Front fast vollständig offen war. Drinnen warf das flackernde Licht mehrerer Öllampen und eines kleinen Herdfeuers tanzende Schatten auf die rauchschwersten Wände. Ein paar einfache Tische und Bänke waren dicht besetzt. Der Besitzer, ein untersetzter Mann mit einer schmutzigen Schürze und einem energischen Schnurrbart, hantierte geschäftig in einem großen Kupferkessel. Rufus trat ein. Die Hitze und der Geruch waren hier konzentriert. Eine wohlige, einhüllende Welle. Er fand einen freien Platz am Ende einer Bank, die Rücken an Rücken mit einer anderen stand, so dass er den Raum überblicken konnte. Ein junger Sklav, kaum mehr als ein Kind, wischte mit einem nassen Lappen über den Tisch und sah ihn fragend an. Linsenseintopf, sagte Rufus. Der Junge nickte und verschwand. Während er wartete, ließ er den Blick an das Ohr schweifen. Die Atmosphäre war laut, aber nicht chaotisch.
erfüllt von dem entspannten Gemurmel von Männern und ein paar Frauen, die den Tag hinter sich hatten. Es waren Handwerker mit stobbigen Nägeln, Händler, die ihre Tageseinnahmen gezählt hatten, ein paar müde, aussehende Lastenträger und ein Schreiber wie er selbst, der einsam in einer Ecke über eine Schüssel gebeugt saß. Die Gespräche waren ein beruhigender, ununterbrochener Strom des Alltags, frei von der formellen Zurückhaltung des Forums oder der intimen Enge der Themen. Also sagte ich zu ihm, wenn das Rad nicht bis morgen repariert ist, kannst du deine Amphoren selbst zum Aventin rollen. Meine Tochter, die Kleine, hat heute ihr erstes Wort gesagt. Pater, klar wie eine Glocke. Meine Frau weinte vor Freude. Die Preise für das ägyptische Leinen sind wieder gestiegen. Diese Händler aus Alexandria haben kein Schamgefühl. Morgen bei den Spielen setzt alles auf den Grünen. Dieser neue Fahrer, ich sag's dir, er fliegt, dieser Steifrücken, das Bad hat gut getan, aber ich spüre, wie es schon wieder zurückkommt. Es war die Musik des gewöhnlichen Lebens, ungefiltert und direkt. Kein großen politischen Debatten, keine philosophischen Erörterungen, nur der Austausch über Arbeit, Familie, Gesundheit und die kleinen Vergnügungen des morgigen Tages. Rufus lauschte. Nicht als Teilnehmer, sondern als stiller Beobachter und fand darin einen tiefen Trost. Dies war das wahre Rom, nicht das aus Marmor und Inschriften, sondern das aus schwitzenden Körper, kühnrenden Mägen und der einfachen Freude an einem warmen Essen nach einem langen Tag. Der junge Sklave kam mit einer tiefen, ödenen Schüssel und einem flachen Brotfladen auf einem hölzernen Tablett zurück. Der Eintopf dampfte verheißungsvoll. Rufus besalte mit ein paar der kleinen Kupfermünzen aus seinem Beutel und begann sofort zu essen. Der Linseneintopf war dick, fast breiig, von einer warmen, erdigen Bräune. Er steckte einen Löffel aus Holz hinein und führte ihn zum Mund. Der Geschmack war intensiv und befriedigend. Die weiche, mehlige Textur der Linsen, durchsetzt mit weich gekochten Stückchen von Zwiebel und Knoblauch, alles getragen von einer kräftigen, salzigen Brühe, die mit einem kräftigen Schuss Garum und einer Prise Kreuzkümmel gewürzt war. Es war einfacher, ehrlicher, nahrhaft und wärmend. Er tauchte eine Ecke des Brotfladens ein, der außen knusprig, innen weich war, und schob sich dann mit Sauce getränkten Bissen in den Mund. Die Kombination war perfekt. Während er aß, setzte sich das sinnliche Erlebnis fort. Das warme Gefühl der Schüssel in seinen Händen, der herzhafte Dampf, der in sein Gesicht stieg, der befriedigende Widerstand des Brotes zwischen den Zähnen, alles verstärkte die körperliche Zufriedenheit, die das Bad begonnen hatte. Es langsam genoss jeden Bissen, tränkte zu kleine Schlucke des einfachen, sauren Weins, der in einem gemeinsamen Krug auf dem Tisch stand und aus einem einfachen Tonbecher getrunken wurde. Der Wein war von geringer Qualität, wässrig und herb, aber er spülte das Salzige weg und rundete die Mahlzeit ab. Die Gespräche um ihn herum flossen weiter, ein beruhigendes Hintergrundrauschen. Ein Mann erzählte lebhaft von einem Streit zwischen zwei Nachbarn über eine und nicht der Dachgrin.
Ein anderer beklagte sich über die Launen seines Lehrmeisters. Eine Gruppe junger Männer lachte laut über einen Witz, den Rufus nicht verstand. Niemand beachtaute ihn besonders. Er war nur ein weiterer Schatten in der geselligen Dämmerung der Poppine. Diese Anonymität war ein weiterer Aspekt des Komforts. Hier musste es niemand sehen, nur ein Mann, der sein Abendessen aß. Als den letzten Bissen Brot aufwischte und die Schüssel leer war, fühlte er eine tiefe, wohlige Sättigung. Es war nicht die Wöllerei eines Festmahls, sondern die solide Zufriedenheit eines grundlegenden Bedürfnisses, das auf angenehme und gesellige Weise gestillt worden war. Er lehnte sich einen Moment zurück, ließ die letzten Gesprächsfetzen an sich vorbeiziehen. Jemand sprach schon wieder von den morgigen Wagenrennerinnen, ein Thema, das den ganzen Abend über immer wieder aufkam, wie ein Refrain. Dann stand er auf. Der Besitzer nickte ihm vom Herd, als zu ein kurzes, geschäftliches Kopfnicken. Rufus verließ die warme, duftende Höhle der Garküche und trat wieder in die nun fast vollständig eingetroffene Dämmerung. Die Gerüche des Essens verfolgten ihn noch ein paar Schritte, dann vermischten sie sich mit der allgemeinen Abendluft. Sein Magen war warm, zufrieden, sein Geist ruhig, von der einfachen, repetitiven Natur der Gespräche, die er gehört hatte. Der Tag, mit all seiner konzentrierten Arbeit, der staubigen Reise und der intensiven Reinigung, fand seinen natürlichen, bescheidenen Abschluss in dieser gemeinsamen Mahlzeit unter Fremden. Es war ein Ritual der Gemeinschaft, das ihn daran erinnerte, dass sein einsames Handwerk des Schreibens nur ein Faden im größeren, lärmenden Gewebe der Stadt war. Gestärkt, zufrieden und auf angenehme Weise, müde schlug er nun den Weg ein, nicht nach Hause, sondern zu einem letzten ruhigen Abendspaziergang, der diesen perfekten, gewöhnlichen Tag vollenden sollte. Die satte Wärme des Linsenpfeffs lag noch behaglich in Rufus' Mägen, als er die belebte Topine verließ. Die Dämmerung war nun vollends hereingebrochen und hatte die scharfen Kanten der Stadt in weiche, blaue Schatten getaucht. Über den Siegeldächern hing ein Streifen nachtblauen Himmels, in dem bereits der erste, blasse Stern funkelte. Der Impuls, sich sofort in die Stille seines kühlen zurückzugs schien, wurde durch ein anderer, stärkerer Drang überwog. Das Bedürfnis nach Bewegung, nach Luft, nach dem Abschluss des Tages in der Weite. Statt die vertraute Gases zum Kalius hinaufsteigen, schlucke die entgegengesetzte Richtung ein, den sanften Gefällen folgend, die zum Treibe hinunterführten. Die Stadt veränderte in diesen Stunden nicht nur ihr Licht, sondern auch ihre Stimmung. Die geschäftige Hektik des Tages war einem ruhigeren, aber nicht weniger lebendigen Puls gewecken. In den Gassen wurden nach und nach die abendlichen Lichter entzündet. Aus offenen Lädentüren warf das flackernde Gelb von Lampen trüber, sich bewegende Rechtecke auf das Pflaster. An Hausfassaden unter Arkaden tauchten die rötlichen, rossenden Flämmchen von Fackeln auf, in Eisenholten befestigt, die an den Wänden klammerten. Ihr unruhiges Licht ließ die Gesichter von Vorbeigehenden in dramatischen Hell-Dunkel-Kontrasten erscheinen und verwandelte alltägliche Schatten in tanzende, geheimnisvolle Gestalten.
Der Geruch von brennendem Öl und hartigem Kienspan mischte sich mit den Abenddüften von gebratenem Essen und dem kühleren Hauch, der vom Fluss heraufzog. Rufus' Weg führte ihn durch Viertel, die im Tag von Handel und Handwerk dominiert waren, nun aber eine fast friedliche Stille ausstrahlten. Die schweren Tore der Lagerhäuser waren geschlossen und verriegelt. Vor den Werkstätten der Gerber und Walker standen keine Booten mehr. Nur das beißende Aroma ihrer Chemikalien hing noch schwach in der Luft, überlagert von der allgemeinen Abendkühle. Seine Schritte holten leise in den engeren Passagen weiter, ein einsamer, aber nicht unangenehmer Rhythmus. Gelegentlich kam ihm eine kleine Gruppe von Männern entgegen. Auf dem Weg in eine Taverne, ihr Lachen kurz und hell in der Dunkelheit. Eine Sklavin eilte mit einem Krug auf dem Kopf nach Hause, ihr Gesicht von der Sorge gezeichnet, zu spät zu kommen. Je näher dem Fluss kam, desto spürbarer veränderte sich die Luft. Die stickige Wärme, die sich in den steinernen Schluchten der Stadt gesammelt hatte, wich einer frischen, feuchten Brise. Sie trug den unverkennbaren Geruch von Wasser, von nassem Schlick, von verwesendem Pflanzenmaterial und ganz dezent von Fisch. Es war ein natürlicher, urtümlicher Duft, der unter all den menschlichen Aromen Roms wie ein Fundament lag. Das gedämpfte Brausen der Stadt wurde nun von einem Undergeräusch unterlegt, einem sanften, stetigen Rauschen dem Atem des Tibbers. Dann lag er vor ihm, breit und dunkel in der Wahr. Dämmerung. Rufus trat aus der letzten Gas heraus auf der Sonnenebene. Von Karrensborn durchforschte uferdue Fährländer, die Szenerie war von einer malerischen, geschäftigen Ruhe. Zu linken und rechten waren Lastkähne und Frachtschiffe an einfachen Holzpfählen oder steinernen Kaimauern festgemacht. Ihre schwarzen Silhouetten ragen gegen das tiefere Blau des Himmels, Masten und Takelag, wie ausgeschnittene Muster. Auf einigen der Boote brannten Laternen, die ihr oranges Licht in zitternden Reflexen auf das dunkle Wasser warfen. Vor ein seltsamen die Umrisse von Männern, die Waren sicherten oder Netz flickten, ihre Bewegungen langsam und bedächtig. Ein Stück flussabwärts, wo das Ufer flacher und sandiger wurde, hatte eine Gruppe von Fischen ihre nächtliche Arbeit aufgenommen. Sie warteten bis zu den Kinning im Wasser, ihre Tuniken hochgekrempelt, und warfen mit weit ausholenden, geschmeidigen Bewegungen ihre kreisrunden Wurfnetze aus. Die Netze breiteten sich für einen Moment wie schwarze, perfekte Scheiben gegen den helleren Himmel aus, bevor sie mit einem leisen Platschen ins Wasser tauchten. Dann sogen die Männer sie langsam, mit konzentrierter Vorsicht wieder ein, in der Hoffnung auf das silbrige Glitzern gefangener Fische. Ihr leises, fachmännisches Gemurmel und das Plätschern des Wassers waren die einzigen deutlichen Geräusche. Rufus fand an großen, glatten Stein nahe dem Wasser, ließ sich nieder und zog die Knie an die Brust. Die Kühle des Steins drang durch den Stoff seiner Tunika. Er atmete tief ein und ließ den Blick über den Fluss schweifen. Auf der gegenüberliegenden Seite, im Transtäuberviertel, glimmten vereinzelte Lichter wie gestreute Glühwürmchen. Doch die wachere Magie spielte sich auf der Wasseroberfläche selbst ab. Die Lichter der Stadt, das Gelb der Lampen, das Rot der Fackel,
Das Weiß einiger hellerer Lampen aus reikeren Häuser spiegelten sich in dem Träger der hinströmenden Tiber. Sie wurden von der leichten Strömung zu langgezogenen, zitternden Säulen auseinandergezogen, zerbrachen in 1000 goldene Splitter, wenn ein Fisch an der Oberfläche plätscherte oder ein Boot sanft gegen seinen Pfahl stieß. Es war ein ständiges, hypnotisches Spiel von Licht und Bewegung, viel ruhiger und geordneter als das flackernde Chaos der Straßen. Über diesem irdischen Lichtmeer begann sich langsam der Himmel zu öffnen. Das tiefe Blau verdichtete sich zusammen schwarz, und eine nach dem anderen tauchten die Sterne auf. So ist nur die hellsten, dann als Rufus' Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Unzählige weitere, bis das Firmament mit einem feinen, funkelnden Staub übersät war. Die Milchstraße zog als blasser, verschwommener Streifen über die Stadt hinweg, ein kosmisches Gegenstück zum irdischen Tiber dort unten. Der Mond, noch eine schmale Sichel, stand tief über den Hügel und warf einen silbrigen Pfad über das Wasser, der sich mit den goldenen Reflexen der Stadt vermählte. In dieser Stille, umgeben von den ewigen Elementen Wasser und Himmel, ließ Rufus den vergangenen Tag vor seinem inneren Auge Revue passieren. Es war kein bewusstes Grübeln, sondern ein sanftes Vorbeiziehen von Bildern und Eindrücken. Das Erwachen im grauen Licht des Cenaculum, der vertraute Gang durch die duftenden, geschäftigen Gassen, das konzentrierte Kratzen des Stiles im Sammeln des Forums, die absurde Anekdote des Senators und seines Kraniks, die ihn auf den heißen Stufen der Basilika zum Lachen gebracht hatte, der staubige Aufstieg zum Aventin und der weite Blick über das Dachmeer der Stadt, die drückende Hitze des Rückwegs und die erlösende Kühle des Wasserverkäufers unter den Arkaden, dann die tiefe Entspannung der Firmen, die brutale Wärme des Kaldarium, die befreiende Schärfe des Trugillis, anschließend die gesellige Wärme der Popida, der heereshaftige Geschmack der Linsen, das beruhigende Gemurmel der alltäglichen Sorgen und Freuden. Kein einziger dieser Momente war außergewöhnlich gewesen. Es war ein Tag wie 100 andere, ein Tag ohne besondere Ereignisse, ohne dramatische Wendungen. Doch gerade in dieser Normalität lag für Rufus ein tiefer Wert. Seine Welt war klein, überschaubar, geordnet. Sie bestand aus vertrauten Raut, vorhersehbaren Aufgaben und bescheidenen, aber verlässlichen Vergnügungen. War ein Rädchen in der unermesslich großen Maschine rum, aber ein Rädchen, das seinen Platz kannte und reibungslos funktionierte. Die Arbeit seiner Hände schuf etwas Dauerhaftes, wenn auch im Kleinen. Die Rituale des Tages, das Gebet an die Lares, das Bad, das gemeinsame Essen, gaben dem Chaos der Stadt eine Struktur, einen persönlichen Rhythmus. Ein leichter Windstoß fuhr über das Wasser, kräuselte die Lichtspiegelungen und brachte eine frische Kühle mit sich, die ihn leicht frösteln ließ. Irgendwo auf einem der Lastkähne ertönte ein kurzer, heiserer Ruf, dann wieder Stille. Die Fischer hatten ihre Netze eingeholt und kamen langsam mit tropfenden Korben an der Seite ans Ufer zurück. Ihr Tag war ebenfalls zu Ende. Rufus empfand keine Melancholie, sondern eine stille, umfassende Zufriedenheit.
Die Unermesslichkeit des Sternenhimmels über ihm machte seine kleine Welt nicht unbedeutend, sondern vervollständigte sie. Sie erinnerte ihn daran, dass sein geordnetes Leben Teil eines größeren, ebenso geordneten Kosmos war. Die Stadt hinter ihm nun ein Meer von winzigen Lichtern, gedämpftem Rauschen, wo sein Zuhause, sein Kosmos im Kleinen. Er hatte an diesem Tag ihren Rhythmus gelebt, von ihrem ersten Erwachen bis zu dieser stillen Pause an ihrem fließenden Herz, mit einem letzten, langen Blick auf das Spiel der Lichter auf dem dunklen Wasser stand er auf. Seine Glieder waren ein wenig steif vom Sitzen auf dem kalten Stein, aber sein Geist war klar und friedlich. Der Spaziergang hatte getan, was er sollte. Den Tag abgerundet, die Eindrücke sortiert und Raum für die Ruhe der Nacht geschaffen. Langsam, mit keinen anderen Gedanken als dem Weg vor seinen Füßen, drehte er sich um und schickte sich an, Dialekte der Stadt, die ihn hergeführt hatten, wieder aufzusuchen, bereit, den letzten Akt dieses gewöhnlichen, vollkommenen Tages in den vertrauten Wänden seines Cenaculum zu beschließen. Der Rückweg vom Treibufer war kein einfaches Umkehren, sondern ein langsames Wiederauftauchen in eine verwandelte Stadt. Die Dunkelheit, die am Fluss so tief und natürlich gewesen war, wurde hier, in den Gassen und auf den Plätzen, von Menschenhänden bekämpft, gebrochen und in eine neue, intimere Art von Helligkeit verwandelt. Rufus schlenderte, ließ sich von dem Netz aus Licht und Schatten leiten, das über das nächtliche Raum geworfen war. Die drückende Hitze des Tages war endgültig verflogen, ersetzt durch eine milde, fast zärtliche Kühle, die die Haut nach dem Bad erfrischend umspülte. Die Hauptstraßen waren von den trüben, russenden Fackeln gesäumt, die in eisernen Halten in den Hauswänden steckten. Ihr Licht war unzuverlässig, fraßig, gierig in die Dunkelheit, wies aber die Bereiche dazwischen in undurchdringliches Schwarz fallen. Rufus bewegte sich durch diese wechselnden Zonen aus gleißendem Orange und tiefem Indigo. Sein Schatten, lang und verzerrt, sprang vor ihm her oder verschwand ganz. Doch es waren nicht diese öffentlichen Flammen, die den eigentlichen Charakter der römischen Nacht ausmachten, sondern die privateren, sanfteren Lichter hinter den Mauern. Viele die Erdgeschosswohnungen der wohlhabenderen Domus. Und auch einige der größeren Sänkele besaßen nach innen geöffnete Teitria. Durch die hohen, oft nur mit Vorhängen verhangenen Eingänge fiel das Licht, der darin aufgestellten Lampen noch draußen. Rufus, der an solchen Stellen langsamer ging, konnte flüchtige Blicke in diese Innenwelten erhaschen. In einem sah er eine Familie beim Abendessen. Der Vater, in einer bequemen Tunika, lehnte auf einer Lektus, während eine kleine Schüssel reichte. Das Licht einer großen mehrflammigen Bronzelampe auf einem Tischchen warf einen warmen, goldenen Schein auf ihre Gesichter, ließ das Silber der Schalen aufblitzen und malte weiche Schatten an die mit Fresken geschmückten Wände. Das Gespräch war unhörbar, aber die Gäste waren die der Vertrautheit, der müden Zufriedenheit nach dem Tag. In einem anderen Atrium saß eine alte Frau allein und spann, ihre Finger bewegten sich mechanisch im Lampenlicht, ihr Gesicht maske ruhiger Concentration.
Diese Ausschnitte waren wie gemalte Bilder, stumme Szenen eines friedlichen, abgeschirmten Lebens, das sich hinter der Fassade des öffentlichen Raums verbarg. Als eine der vielen Tabernae, die auch nachts geöffnet blieben, drang ein hellerer Lichtschein mit ihm das deutlich vernehmbare Geräusch von Geselligkeit. Die Tür stand offen, und als Rufus vorbeiging, sah er das dicht gedrängte Innere. Männer saßen auf Holzbänken kleine Tische, ihre Gesichter von den Flammen der auf den Tischen stehenden Öllampen angestrahlt, rot vor Wein und Hitze. Ein lautes, kollektives Lachen scholl heraus, roh und freudig, gefolgt von dem Klirren von Tombächern. Der Geruch von billigem Wein, verschüttetem Bier und menschlichem Schweiß weht auf die Straße. Es war das Gegenteil des stillen Datry, laut, ungehobelt und voller unmittelbarer Lebensfreude. Rufus lächelte im Vorbeigehen. Ach, dies war bei Nacht schien diese rohe Geselligkeit zu fördern, als ob die Dunkelheit Hemmungen fallen ließ. Die Geräusche der Stadt hatten sich grundlegend verändert. Das dominante, geschäftige Dröhnen des Tages war einem leiseren, aber vielfältigeren Klangteppich gewichen. Das laute Rufen der Händler, das Hämmern der Handwerker, das Rumpeln der Händler, das Rumpeln der Karren. All das war verstummt. An ihrer Stelle trat das konstante, gedämpfte Gemurmel von Gesprächen, das aus offenen Fenstern und Türen quoll, ein Summen wie von einem riesigen, unsichtbaren Bienenstock. Dazu gesellte sich Musik, aber nur aus der Ferne. Das gedämpfte Supfen einer Leier aus seinem Obergeschoss, der rhythmische Schlag eines Tambourins aus einer weiter entfernten Gasse, ein einsames Flötensignal, das melancholisch über die Dächer klang und dann ebenso schnell wieder verstummte. Und über allem lag das Steht, beruhigende Plätschern vom Wasser. Es kam von den öffentlichen Brunnen, die auch nachts weiterliefen, und aus den Innenhöfen der Reicheren, wo Springbrunnen in schlafloser Regelmäßigkeit ihr Wasser in steinerne Becken warfen. Dieses Geräusch war das rhythmische Herz der nächtlichen Stadt, ein kühles, fließendes Gegenstück zur hitzeren Trockenheit des Tages. An einer Ecke, wo zwei breite Straßen zusammentrafen, lehnte ein Vigil, ein privater Nachtwächter, an einer Hausmauer. Er war kein Soldat, sondern ein Angestellter der Nachbarschaftsvereinigung, ausgerüstet mit einer kurzen, Stange einer kleinen Laterne. Sein Gesicht war im Halbdunkel grob, aber nicht unfreundlich. Als Rufus vorbeikam, nickte der Wächter ihm mit einer vertrauten, fast gleichgültigen Geste zu. Es war keine besondere Anerkennung, sondern eine stumme Bestätigung der Zugehörigkeit. Der Mann kannte die Gesichter der Gesichter, derjenigen, die hier nachts unterwegs waren, Unterschied zwischen Bewohnern und Fremden. Das Nicken der Handverständnis war ein unsichtbarer Schutz, ein Teil des unsichtbaren Netzes von Sicherheit und Gemeinschaft, das über die nächtlichen Viertel geworfen war. Rufus erwiderte das Nicken und ging weiter. Das leise Gefühl der Geborgenheit verstärkte sich. Die Stadt schien in der Dunkelheit zu schrumpfen, sich einzukuscheln. Die monumentale Weite der Forums, die bedrohliche Höhe der Times in DU,
All das wirkte im unsicheren Licht der Fackeln und Lampen kleiner, vertrauter, fast behaglich. Die Schatten verbargen den Schmutz und die Abnutzung, mildeten harte Kanten und schüfen geheimnisvolle Nischen. Rom war nicht mehr die drückende, fordernde Metropole des Tageslichts, sondern ein Labyrinth aus Lichtinseln und schützender Finsternis, in dem das Privatleben in den Vordergrund trat. Man hörte das Klappen von Geschirr aus einer Küche, das leise Weinen eines Kindes, das von einer sanften Stimme getröstet wurde, das Knistern eines Herdfeuers. Es waren die Geräusche des Rückzugs der häuslichen Sphäre. Rufus bog in die letzte Gasse an, die zu seiner Insula führte. Auch hier war das vertraute Bild verwandelt. Die Bäckerei war dunkel und geschlossen. Der Brunnen plätscherte einsam in seinem steinernen Kreis. Aus einigen der oberen Fenster fiel das gelbe Rechtecklampenlicht. Die Nachbarn schliefen bereits oder sparten das Öl. Seine eigenen Schritte auf dem Pflaster klangen laut in der Stille. Ein einsames Echo. Vor der schweren Eingangstür seines Hauses blieb er einen Moment stehen und blickte zurück die Gasse hinunter. Sie war ein Tammel aus Dunkelheit, an dessen Ende der schwache, rötliche Widerschein der Fackel einer größeren Straße den Himmel aufhellte. Das ferne Summen der Stadt war hier nur noch ein leises Säuseln. Er holt seinen kleinen Schlüssel hervor. Das Metall fühlte sich kalt an in der nächtlichen Luft. Mit einem leisen Klicken schloss er auf und drückte die Tür auf. Der vertraute Geruch des Treppenhauses nach altem Holz, Staub und dem feuchten Stein des Brunnenschatts umfing ihn. Die Nacht draußen mit ihren Lichtern, ihren Geräuschen und ihrer intimen Atmosphäre war vorbei. Sie hatte ihn bis an seine Schwelle begleitet. Ein letztes, sanftes Schauspiel auf dem Heimweg. Nun gehörte er wieder sich selbst, der Stille seines Zimmers und dem Versprechen des Schlafs. Die Lichter der Stadt hatten ihn sicher nach Hause geleuchtet, und nun, da er die Tür hinter sich schloss, verlöschten sie für ihn, bereit, die Nachtwache für andere zu halten, bis die Morgendämmerung sie alle wieder in das gleißende, geschäftige Licht des neuen Tages tauchen würde. Die Schwerholtür schloss sich hinter ihm mit einem dumpfen, endgültigen Geräusch, das das letzte Echo des nächtlichen Raums abschnitt. Auf der Schwelle zu Reihen, dunklen Trepp seines Mietschulzes, stand Rufus einen Atemzug lang still und ließ die Stille auf sich wirken. Es war eine andere Stille als die im Tiber, nicht die der Natur und der Weite, sondern eine eingeschlossene, vertraute Ruhe, die nach dem Tag wie ein wollener Umhang auf seinen Schultern lag. Die Geräusche der Straße waren nun nur noch ein gedämpftes, fernes Summen, das Deutsch, das dicke Eichenholz, der zudrang, mehr ein Gefühl als ein Klang. Die Treppe hinauf war ein Aufstieg in die Privatsphäre. Sein Fuß kannte jede Unregelmäßigkeit der ausgetretenen Tuffsteinstufen, jede Stelle, die unter dem Gewicht nachgab. In der völligen Dunkelheit, die nur von einem schwachen, bläulichen Schimmer aus einem kleinen Hoffenster im Treppenabsatz durchbrochen wurde, war die Führung durch Berührung und Erinnerung wichtiger als das Sehen. Seine Hand strich über das kühle, raue Mauerwerk, eine vertraute Landkarte,
Der Geruch hier war unveränderlich, nach altem Mörtel, nach dem staubigen Holz des Geländes und ganz schwach nach dem kalkigen Wasser des Hausbrunnens im Erdgeschoss. Es war der Geruch des Zuhauses, nicht duftend, aber beruhigend in seiner Beständigkeit. Oben angekommen, tastete er nach dem hölzernen Riegel seiner Timmertür, schob ihn beiseite und betrat die Dunkelheit seines Szenekulum. Die Nachtluft, die durch das offene Fenster strömte, war kühler hier oben, trug den Hauch der nachtblauen Decke mit sich. Er stellte seinen leeren Leinenbeutel auf den Schemmel neben der Tür und ging mit sicheren Schritten in die Mitte des Raumes. Sein erster Griff galt dem kleinen, tünernen Ölämpchen, das auf einem Regelbrett neben seinem Bett stand. Daneben lag der Feuerstahl und ein Stück Zunder. In der Dunkelheit waren seine Bewegungen präzise, geübt. Der Funke, der auf den Zunder sprang, war ein winziger blauer Blitz, der für eine Sekunde sein konzentriertes Gesicht hellte, blies sanft bis eine kleine Glut entstand, tauschte den Docht des Lämpchens hinein und entzündete ihn. Ein sanftes, gelbes Licht erwachte und breitete sich langsam aus, vertrieb die Dunkelheit in die Ecken des Zimmers. Es war kein helles Licht, sondern ein warmes, flackerndes, obwohl das gerade ausreichte, um die Umrisse der Möbel sichtbar zu machen, das schmale Bett, das Schreibpult, das Regal mit den Buchrollen, der Schatten von Rufus selbst, riesig und tanzend, warf sich an die gegenüberliegende Wand. Er stellte die Lampe auf den kleinen Tisch neben der Tür, und ihr Licht fiel auf das Lorarium in der Nische. Die Gesichter der Tondelaris schienen im flackernden Schein ein mildes, wettes Lächeln zu zeigen. Die erste Handlung der Rückkehr war vollbracht. Das Licht war entzündet, ein Zeichen der Anwesenheit und der Besitznahme dieses privaten Raumes. Nun folgte das Ritual des Abends. Er nahm den kleinen bauschigen Tonkrug, der neben der Wasserschale stand, und verließ das Zimmer erneut, um zum Hausbrunnen hinabzusteigen. Im Erdgeschoss, in einem winzigen, überdachten Hof, plätscherte das Wasser aus einer bleiernen Röhre in ein steinernes Auffangbecken. Die Nacht war hier noch dunkler, der Himmel ein schmales Viereck voller Sterne über ihm. Er füllte den Krug mit dem kühlen, klaren Wasser, das sich angenehm schwer anfühlte, und kehrte die Treppe hinauf zurück. In seinem Zimmer stellte er den Krug ab und holte die flache, erdene Schüssel, die er dem Krug ab, und holte die flache, erdene Schüssel. Die erdene Schüssel, er setzte sich auf die Bettkante, löste die Riemen seiner Sandalen und zog sie ab. Seine Füße, den ganzen Tag in Leder gehüllt und über heißes Pflaster geführt, waren staubig, müde und warm. Er goss Wasser aus dem Krug in die Schüssel, tauchte einen sauberen Lappen hinein und begann, langsam und gründlich, einen Fuß nach dem anderen zu waschen. Das kühle Wasser war eine unmittelbare, tiefe Wohltat. Er rieb den Staub von den Knöcheln, wusch zwischen den Zehen, spürte die Anspannung in den Muskeln hinter seinen Händen nachlassen. Es war eine einfache, körperliche Handlung der Reinigung und Pflege, die aber eine fast rituelle Bedeutung hatte. Sie markierte das Ablegen der öffentlichen Person, des Mannes, der durch die Stadt ging, und die Rückkehr zum privaten Selbst. Das Wasser in der Schüssel wurde trüber
ein Beweis für die zurückgelegten Wege. Er schüttete es aus dem Fenster in die Dunkelheit hinein, ein kleines Opfer an die Nacht. Nun kam das Ellbogen der Tageskleidung. Er zog die Tunika aus, die noch den Geruch der Poppine, den Hauch von Straßenstaub und die letzte Wärme seines Körpers trug, und faltete sie ordentlich über die Stuhllehne. Aus einem kleinen Holzkistchen am Fußende des Bettes holte er seine schlafte Tunika hervor, ein einfaches, weites Gewand aus weichem, abgetragenem Leinen. Er schlüpfte hinein, der Stoff fiel locker und kühl über seine gereinigte Haut, ein Gefühl von unmittelbarem, körperlichem Trost. Es war die endgültige Abgrenzung von der Welt draußen. In diesem Gewand war er nur noch für sich selbst da, für den Schlaf und die Träume, bevor er sich zur Ruhe begab. Gab es noch eine letzte Pflicht gegenüber dem morgigen Tag. Er trat an sein Schreibpult, das im Lampenlicht wie ein Altar der Ordnung wirkte. Seine Utensilien lagen noch los darauf, wie er sie am Nachmittag nach der Rückkehr vom Aventin abgelegt hatte. Er nahm den Stilus, prüfte die Spitze mit den Daumen, sie war stumpf vom vielen Gebrauch. Mit ruhigen, methodischen Bewegungen schärfte er sie auf dem kleinen Schleifstein, bis sie wieder einen feinen, gefährlichen Glanz hatte. Das Tintenhorn verschloss er mit einem Korkstoffen, wischte einen winzigen schwarzen Fleck vom Rand des Tisches mit dem feuchten Lappen ab. Dann wandte sich der wichtigsten Aufgabe zu, der Papyrus-Roll, auf der er am Vormittag gearbeitet hatte, der Reinschrift des Testaments. Obwohl sie bereits übergeben war, lag die Rollfassung noch da, zusammengerollt. Er nahm sie vorsichtig in die Hände, glättete sie mit den Handflächen und rollte sie mit der beschriebenen Seite nach innen zu einer festen, gleichmäßigen Rolle zusammen. Mit einem schmalen Lederband schnürte er sie zu und stellte sie senkrecht in das Regal zwischen die anderen Rollen. Diese kleine Handlung der Ordnung war ein Versprechen an den kommenden Tag. Alles war bereit. Die Werkzeuge waren gefleckt, die Sporen der heutigen Arbeit beseitigt. Der morgige Rufus würde an einem aufgeräumten Pult beginnen können, ohne die Last des Vortages. Erst als dies erledigt war, erlaubte er sich, zum Fenster zu treten. Er lehnte sich mit den Händen auf der steinernen Fensterbank auf und blickte hinaus. Die Lampe hinter ihm warf seinen verschwommenen Schatten in die Nacht. Die Aussicht war dieselbe wie am Morgen und doch völlig anders. Rom lag ausgebreitet in einem Meer aus dunkelblau und tiefschwarz, aus dem sich die Silhouetten der Dächer und Türme wie gezackte, massiv Scherenschnitte gegen den sternenübersäten Himmel abhoben. Hier und dort funkelten, vereinzelte Lichter, winzige goldene Nadeln im Samt der Nacht. Kein Geräusch drang mehr herauf. Die Stadt schien zu schlafen oder zumindest in einen tiefen, gleichmäßigen Atem versunken zu sein. Die drängende Präsenz des Tages, des Summen, die Gerüche, die fordernde Sichtbarkeit aller Dinge war gewichen. Was blieb, war diese stille, monumentale Masse, vertraut und doch geheimnisvoll in der Dunkelheit. Der Himmel wirkte riesig, viel größer als über den engen Gassen, ein gewölbtes, funkelndes Dach über der schlafenden Welt.
In diesem Moment in der kühlen Luft des offenen Fensters, mit dem Geruch von Öllampe und sauberem Leinen, in der Nähe an dem Anblick der nächtlichen Stadt vor Augen, überkam Rufus ein Gefühl von so tiefer Sicherheit und Geborgenheit, dass es beinahe schmerzhaft war. Diese wenige Quadratmeter große Kammer hoch, über den Gewühl, war sein unbestreitbarer Ort. Hier war ein niemandes Kopist, niemandes Bote, niemandes flüchtiger Bekannter. Hier war einfach selbst, die einfachen Gegenstände, das Bett, das Pult, die Timesleries in ihrer Nische, waren stumme Zeugen seines Lebens, Hüter seiner Müdigkeit und seiner kleinen Träume. Die Stadt da draußen, so gewaltig und anspruchsvoll sie am Tag auch war, konnte ihn diesen Raum nicht nehmen. Sie umgab ihn, trug ihn, aber hier, hinter dieser Tür, war ihr nicht ausgeliefert. Hier war sie so. Ein leichter Schauer lief ihm über den Rücken, nicht von Kälte, sondern von dieser intensiven, stillen Erkenntnis. Er atmete die Nachtluft tief ein, als könne er diese Gewissheit in sich aufnehmen. Dann trat er vom Fenster zurück. Die nächtliche Kühle begann, in den Raum zu kriechen. Es war Zeit, das Fenster zu schließen und das Licht zum Bett zu tragen, den letzten Akt des Tages vorzubereiten. Doch diesen einen Moment lang, im Zwielicht zwischen Aktivität und Ruhe, stand er einfach da, ein Mann in einer einfachen Tunika, in einem bescheidenen Zimmer, und fühlte sich auf eine Weise, die keine Worte brauchte, vollkommen sicher und vollkommen angekommen. Die Reise des Tages, mit all ihren Wegen und Begegnungen, war in ihrem natürlichen, stillen Ziel eingelenkt. Der Heimkehr, das Fenster war geschlossen, die hölzernen Läden mit einem leisen Knarren vorgelegt und der hölzerne Riegel vorgeschoben. Die letzte Verbindung zur nächtlichen Stadt war gekappt. Die Kühle, die herindrungen war, blieb nun im Raum gefangen, eine angenehme Frische nach der Wärme des Tages. Rufus hob die Lampe vom Tisch. Ihr Licht, nun die einzige Quelle in der umschlossenen Dunkelheit, warf einen warmen, unruhigen Kreis auf den Lehmboden und ließ die Möbel als massive, tanzende Schatten an den Wänden erscheinen. Er trug die Lampe zu dem schmalen Lektus und stellte sie auf den kleinen, dreibeinigen Hocker neben dem Kopfende. Das flackernde Gelbe leuchtete das geflochtene Netz der Betriemen und die einfache Wolldecke, die zusammengefaltet am Fußende lag. Bevor er sich niederlegte, trat er noch einmal vor die Nische in der Wand. Die kleinen Tonfiguren der Laris waren im unbeständigen Licht kaum mehr als dunkler Umriss, aber ihre Präsenz war spürbar. Er faltete nicht die Hände, sondern legte sie mit nach oben geöffneten Handflächen ruhig an die Seiten. Eine stille, respektvolle Geste. Kein langes Gebet kam über seine Lippen, nur ein paar gedachte Worte des Dankes für den Schutz des vergangenen Tages und eine Bitte um eine ruhige Nacht und einen unversehrten Schlaf. Es war keine flehentliche Bitte, sondern eine Bekräftigung der Ordnung. Ein letztes tägliches Gespräch mit den unsichtbaren Bewohnern seines Heims. Der süßliche Geruch des morgendlichen Weihrauchs war längst verflogen, ersetzt durch den Neutral-Duft von Lehm, Holz und dem brennenden Öl der Lampe.
Das Ritual war schnell vollzogen, ein letzter Anker vor dem Aufbruch in das Reich der Träume. Löschte die Lampe nicht. Ihr schwaches Licht sollte ihn in den ersten Minuten des Einschlafens begleiten. Ein vertrauter Wächter gegen die vollkommene Finsternis. Schwang dabei beinahe auf das Bett, spürte das Nachgeben der straff gespannten Riemen unter seinem Gewicht und streckte sich langsam aus. Das grobe Leinen der Schlaf der Tunika raschelte leise. Er zog die Wolldecke über sich, nicht wegen Kälte, sondern wegen des Gewichts und des Gefühls der Umschließung. Dann legte er die Arme neben den Körper, die Hände mit den Handflächen noch oben auf die grobe Wolle und schloss die Augen. Nun begann die eigentliche stille Arbeit der Nacht. Das Loslassen. Sein Körper, noch wach, war sich plötzlich aller kleinen Empfindungen bewusst. Die leichte Steifheit in den Schultern vom langen Schreiben, das angenehme Prickeln der gereinigten Haut auf den sauberen Leinen, die kühle Luft auf seinem Gesicht, die von der geschlossenen Fensterritze hereindrang, und dann die Geräusche, nicht die großen, bestimmenden Klänge des Tages, sondern die feinen, fast geheimen Geräusche der nächtlichen Insel. Direkt über ihm, im Cenaculum des Notchbahn, waren Schritte zu hören, 2, 3 langsam, schlafende Treiter, dann Stille. Der Mann oben beendete seinen eigenen Tag, stellte vielleicht einen Krug ab, löschte eine Lampe, dann ein dumpfes Poltern, als ob ein schwerer Gegenstand auf den Boden gelegt würde, gefolgt von einem müden Seufzer, der durch die hölzerne Decke hindurch kaum vernehmbar war, von weiter weg, aus der Tiefe der schlafenden Stadt, drang das ferne, einsame Bellen eines Hundes. Es war kein wütendes oder ängstliches Bellen, sondern ein kurzer, hallender Ruf in die Stille, eine ostische Markierung der Leere. Es ertönte einmal, zweimal, dann verstummte es, und die Stille schien danach noch tiefer, noch weicher zu sein. Irgendwo in der Ferne, vielleicht vom Esquilin herüber, erklang das gedämpfte, metallische Läuten einer Glocke, die Stundenschläge der Nachtwache, die Stadt in ihre Vigilien einteilten. Für die meisten Schläfer jedoch nur ein undeutliches, rhythmisches Grundrauschen waren. Am deutlichsten aber war das Geräusch seines eigenen Atems. In der Stille des Zimmers wurde es zu einem bewussten Akt. Er hörte das leise Einströmen der Luft durch seine Nase, die kurze Pause, dann das sanfte, gleichmäßige Ausströmen. Sein Brustkorb hob und senkte sich unter der Decke in einem trägen, beruhigenden Rhythmus. Er konzentrierte sich auf diesen Rhythmus, ließ den Atem länger und tiefer werden, spürte, wie mit jedem Ausatmen eine letzte, feine Spür der Anspannung aus seinen Gliedern wich. Die Gedanken, die den ganzen Tag wie ein ruhiger Vogel umhergeflattert waren, begannen sich zu setzen, nicht mit Absicht, sondern von selbst. Sie schweiften ohne Eile, ohne Ziel, über die Eindrücke des vergangenen Tages. Es waren keine analysierenden Gedanken, sondern mehr ein Nachholen, ein sanftes Wiedererleben in abgeschwächter Form. Das kühle Gefühl des Wassers im Frigidarium, das durchdringende Aroma der Öli im Dampf des Caldarium, der Geschmack der Linsen, salzig und erdig auf seiner Zunge. Das Bild des alten Mannes im Bad
wie lachend von seinem stürzenden Cousinier. Der weite, freundliche Blick vom Wenden über das Dachmeer der Stadt, das in Nachmittagslicht wie ein gebackenes Topmodell lag. Das Gefühl der Schilfrau sicher in seiner Hand, als die Treppe zum Forum hinaufstieg. Selbst die aufdringliche Stimme des Amulettverkäufers erschien nun nur noch als eine kleine, amüsante Fußnote. Keines dieser Bilder war wichtig oder bedeutungsvoll. Zusammen jedoch wirkten sie das Gewebe dieses einen, gewöhnlichen Tages. Es gab keine großen Leistungen, keine tiefen Erkenntnisse, keine bewegenden Begegnungen. Und doch in dieser Stunde des Rückzugs empfand Rufus eine so tiefe Zufriedenheit, dass sie beinahe schmerzhaft war. Es war die Zufriedenheit der Vollständigkeit. Jede Aufgabe, ob groß oder klein, wurde dit worden. Jedes Ritual vom Morgengebet bis zum abendlichen Fußbad war vollzogen worden. Er hatte seinen Platz in der Maschine der Stadt eingenommen, hatte als Schreiber, als Bote, als Badender und als Essender funktioniert. Und nun war diese Funktion für heute beendet. Die Maschine würde ohne ihn weiterlaufen, bis der Morgen ihn wieder rief. Aber in dieser Pause gehörte er nur sich selbst und diese Stille. Sein Atem wurde noch langsamer, noch tiefer. Die Bilder in seinem Kopf verloren und schärfer, vermischten sich zu einem farbigen, bedeutungslosen Nebel. Das Bellen des Hundes hörte er nicht mehr. Die Schritte über ihm waren verstummt. Das einzige Geräusch war nun das leise, rhythmische Rauschen seines eigenen Blutes in den Ohren, ein inneres Meer. Das Licht der Lampe auf dem Hocker flackerte ein letztes Mal, als der Docht einen unregelmäßigen Tropfen Öl verbrannte und warf einen großen, zuckenden Schatten über die Decke. Dann beruhigte sich die Flamme wieder und brannte mit einem gleichmäßigen, schwachen Glimmern weiter. Rufus spürte, wie eine sanfte Schwere ihn ergriff. Zuerst in den Augenlidern, dann in den Gliedern. Es war keine lähmende Müdigkeit, sondern ein wohliges Nachgeben, ein sich fallen lassen in etwas Weiches und Dunkles. Die Grenzen seines Körpers schienen zu verschwimmen, sich in die Wärme der Decke und die Kühle der Luft aufzulösen. Der letzte bewusste Gedanke war kein Gedanke, sondern ein Gefühl, das Gefühl, genau an dem Ort zu sein, an den er gehörte. Nicht auf dem Kalius, nicht in Rom, nicht im Reich, sondern einfach hier, in diesem Zustand des friedvollen Aufhörens. Dann glitt er, ohne es zu merken, über die Schwelle. Der Atem vertiefte sich zu einem regelmäßigen, leisen Schnarchen. Die Muskeln im Gesicht entspannten sich vollends. Die Lampe neben dem Bett brannte noch eine Weile. Ihr Licht umspielte die entspannten Züge, die jetzt der Sorge und der Konzentration des Tages völlig entrückt waren. Draußen hinter den geschlossenen Läden zogen die Sterne ihre stillen Bahnen über den Dächern Roms. Irgendwo rief wieder ein Hund und irgendwo läutete wieder eine Glocke. Da startet Mieti in der Dunkelheit, ein riesiger, schlafender Organismus, der aus Millionen solcher kleiner, unscheinbarer Leben bestand. In einem von ihnen, in einem schlichten Zimmer unter dem Dach, war ein weiterer Tag im ewigen, unaufhaltsamen Rhythmus Roms zu Ende gegangen. Und alles war auf seine stille, vollkommene Weise
genauso wie es sein sollte.